Herzlich willkommen zur dritten Woche von dem kleinen Slossix-Kurs. Heute geht es um die Techniken. Das heißt, ich habe mir Verstärkung mitgebracht oder sie ist einfach freiwillig gekommen. Sandra, lieben Dank. Dass ich da sein darf? Wir kennen uns jetzt auch noch erst 10 Minuten und von daher ist es spannend. Es geht um Positionen, Techniken, also das Wesentlichste und heute alles im Detail. Und so eine Slossix-Session beginnt, damit ihr erstmal wieder bei euch ankommt im gemeinsamen Miteinander, gerne immer mit einer Wertschätzungsrunde, dass ihr von der kognitiven Ebene wieder zusammenkommt in ein gemeinsames Wir. Können wir die Position nochmal machen? Ihr könnt dafür, wenn ihr gerade ein bisschen durch den Alltag verknistert miteinander seid, auch erstmal so einen etwas ferneren Sitz miteinander haben. Ist aber immer schon schön, wenn man so eintritt in die Bubble des anderen, eine Armlänge etwa, das ist meine Bubble. Und sobald einer unter diese Bubble kommt oder da reinkommt, wie wir jetzt zum Beispiel, jetzt überschneiden sich unsere Bubbles, dann dringt der andere in meine Aura ein, in meine Sphäre mit ein und dann fühlt man sich ja schon verbundener, beziehungsweise manchmal kann man es auch mit manchen Menschen nicht und braucht dann halt den Abstand, diese doppelte Armlänge Abstand sind letztendlich nur die zwei Bubbles, zweimal Radius. Ja, manchmal kommen noch spontane Sachen so dazu. Ein etwas näherer Sitz wäre hier auch schön der Schneidersitz. Also erstmal Schneidersitz wäre schön nah. Ne? Also nur, dass ihr auch diese ganzen Variationen seht. Ansonsten ist ja im letzten Video das Wertschätzen sehr detailreich drin. Ne? Man kann sich auch dabei ein bisschen anfassen, liebevoll halten, auf dem Knie oder die Hände halten. Je nachdem, wie man möchte, in Verbindung gehen. Das ist alles schon Verbindung. Oder den Lobium-Sitz. Heißt, glaube ich, so, ne? Yin Yang, kenne ich. Okay. Ja. So, da sieht man sich dann selbst nicht mehr, also dann ist man so nah, dass man vielleicht nicht mehr scharf sieht. Und das Reden ist da vielleicht ein bisschen komisch, dann so, aber wenn ihr euch so eure Distanz findet, ist es schon schön. Und das ist auch der Vorteil, wenn du im Wertschätzen bist, dass du danach dann auch in diese Position gehen kannst. Kannst ein bisschen Eskimo-Kuss machen, so mit Nase an Nase oder den zartesten Kuss der Welt, was wir letztens hatten, so mit den Lippen so ein bisschen zart berühren oder mehr, was man möchte. So, beim Wertschätzen nochmal kurze Erinnerung. Ziel ist halt quasi ein bisschen das Ego des anderen zu streicheln, aber das haben wir jetzt nicht im Fokus, das Ziel, aber wir haben so viel Ablehnung bekommen in unserem Leben, dass alles irgendwo ein bisschen sitzt und wir viel Nein in uns drin haben. Deswegen ist es schön mal zu hören, auch unseren Fokus, unser Gehirn ist ja, oder der Verstand ist nur darauf aus, die ganze Zeit Fehler zu sehen und irgendwas, um das muss er sich ja kümmern, um die Neins im Leben. Und deswegen ist er tendenziell immer eher so ein Nein, 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 alles. Und da einfach mal ein Ja reinzukriegen in seinen eigenen Verstand, hey, wer anders sieht mich mit Wertschätzen, mit einem Ja und all die Dinge, die ich selber gar nicht sehe oder an mir wertschätze, spiegelt mir der andere mal ganz schön. Das ist wunderbar. Und da könnt ihr so Wortanfänge nehmen oder Satzanfänge wie ich wertschätze an dir, ich finde es schön, ich mag das, ich liebe an dir oder ich liebe, dass du das und das für mich getan hast. Und all solche Kleinigkeiten. Und jeder etwa so 3 Minuten, Pi mal Daumen. Und nochmal eine kleine Erinnerung, wenn ihr reingeht in das Setting, musst du noch nicht wissen und bestenfalls weißt du noch nichts und schmeißt deine Liste, solltest du schon einen Kopf geschrieben haben, einfach weg. Ihr sitzt hier und du wartest, was in dir hochkommt. Du machst dir keinen Stress für den Fall, dass nichts kommt, dann ist es erstmal so. Du wartest, bis was aufploppt, einer von beiden sagt, kann ich anfangen oder magst du anfangen? Und der andere bestätigt mit einem liebevollen kleinen Nicken und dann kannst du anfangen zu reden, wenn dir was kommt. Und lass es einfach fließen. Es können 3 Sachen sein, es können 20 Sachen sein, aber mach's nicht, übertreib's nicht von der Länge her, heb dir was für die nächste Zeit auf. Und lasst es auch in den Alltag einfließen, dass ihr im Alltag jederzeit einfach irgendwo so zwischendurch mal, und wenn es nur ist, hey, danke, dass du gerade den Abwasch machst. So, und dann auch so wunderschön gewesen in meiner letzten Beziehung, danke für dein Danke. Machen wir viel zu selten, aber das ist auch total schön, das erstmal zu respektieren, dass der andere das gesehen hat und wertschätzt. Das strahlst du. Okay, da heute ihr viele nicht so direkt als Paare miteinander zusammen seid, mache ich es einfach weiter und wir überspringen mal diese Sache, das jetzt hier auszuleben. Ihr habt das ja beim letzten Mal schon gemacht und ich bringe es nur nochmal an, weil es so wichtig ist.
weil also mein ganzes Wirken ist eigentlich darauf abgezielt, Frauen, ihr müsst euch jetzt die Ohren vielleicht zuhalten, aber dass zum Schluss der Penis in die Vagina kommt, denn da geschieht die Heilung. So, ne? Und damit sich die Vagina wieder öffnen kann, nach all dem, was sie erlebt hat und erleben musste und durfte in diesem Leben und vielleicht auch in den Jahrtausenden zuvor, was irgendwie mit übertragen wurde, braucht es ganz viel Sanftheit und ganz langsames Rantasten. Und mein ganzes Wirken und Programm ist eigentlich nur, wie kann ich Stück für Stück die Pole öffnen, hauptsächlich dann irgendwo von der Frau, weil wir Männer würden eigentlich auch so relativ gut mit unserem Penis gleich reinkommen können, nur wir müssten uns dann bremsen, da dürfte ich dann da den Zeigefinger ab der Stelle heben. Aber das Vorweg ist eigentlich mehr so ein schönes Aufwärmprogramm für die Frau, auch für den Mann sehr schön, aber er kann dann auch sein Herz auffüllen, wenn er drinne ist. Andersrum muss ich aber nochmal betonen, habe ich gemerkt, dass die Programme, die ich so zusammenstelle, dieses Aufwärmen, so erfüllend schon sind, dass es mehr bringt als das, was ich immer, also das ist das, was ich sonst immer im normalen Text gesucht habe an Erfüllung, aber nie gefunden habe. Und dann habe ich dann mal so festgestellt, wow, durch dieses ganze Brusthalten, Penis halten, dieses Sanftsein, die liebevolle Hand der Frau auf meinem Herzen, da habe ich viel mehr und schon vor dem Kontakt Penis-Vagina, als ich sonst nach dem ganzen Sex hatte. So, das heißt, es wirkt tatsächlich. Es bringt was. Und genau, heute machen wir allerdings nicht so viel von diesen Aufwärmprogrammen. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht und ich lasse jedes Mal was einfließen. Ich benenne es nur mal kurz. Jetzt würde die Muschelübung kommen, die machen wir gleich nochmal. Und dann das Aufwärmprogramm könnte sein 4x15 oder 4x20, also diese in der kaschmirischen Massageposition miteinander sich massieren. Ich glaube, ich zeige es dann nochmal, dann hast du sie auch kurz drauf und dann ist noch eine Wiederholung so zum letzten Mal mit einer anderen Geometrie. Ich zeige das nur mal, dass die Frau unten ist sozusagen. Du legst dich bitte hier an die Seite. Nee, warte, wir machen es doch mal komplett. Du bist die Erste, die massieren darf, sozusagen offiziell. Ich lege mich an die Seite. Du setzt dich in den Schneidersitz hier hin. Ich muss kurz mich noch tracken, glaube ich, oder uns, dass die Kamera uns mitnimmt. Ja. So, ich lege mich hier an die Seite. Du darfst dich jetzt im Schneidersitz hier hinsetzen. Mit dem Kopf nach da gucken. Du weißt noch gar nicht, was kommt, ne? So, ich rolle mich jetzt hier drauf und bin jetzt sozusagen hier für eine wunderschöne Massage bereit. Habe ein Kissen unter meinem Bauch noch, weil es irgendwie mir gut tut. Und kann jetzt hier von dir auf dem Rücken komplett großflächig massiert werden. Viertelstunde, 20 Minuten nach meiner Wahl, wo ich massiert werden möchte, mit der Art und Weise, wie ich massiert werden möchte, mit viel Druck oder mehr gehalten sein, vielleicht tief in einen Muskel reingehen, der mir schon immer wehtut. Das ist die große Chance, sich mal zu wünschen, wo man berührt werden mag und wie. Und das Tolle an dieser Position ist, dass halt die Zentren schon sehr nah beieinander sind und miteinander kommunizieren können, ohne dass irgendwas vorher muss. Das kann man angezogen machen, jetzt nur mit T-Shirt aus, oder man hat sich einen Wärmestrahler besorgt oder die Heizung auf 25 Grad. Und sie kommt dann überall ran, könnte auch eine großflächige Streichung einfach nur machen. Oder einfach mal halten. Ne? Okay, nur dass ihr das nochmal gesehen habt. Ich drehe mich wieder raus. Jetzt legt sie sich auf die Gegenüber, also auf die Seite, so wie ich jetzt hier gerade lag. Kannst du dich auf die Seite legen, so genau. Weil dann kann ich mich nämlich einfach hier auch hochsetzen und du kannst dich reindrehen. Und hier wegen den Brüsten braucht er eine kleine Aussparung zwischen den Kissen. Und jetzt kann ich hier auch alles erreichen, berühren, massieren, was sie gerade mag. Sie darf jetzt auch wünschen und wählen, wo sie massiert werden möchte. Ich komme sogar bis an die Fußspitzen ran. Manchmal, kleine Frau, langer Mann, ist von der Geometrie schwierig, dass sie gerade so rankommt bis an die Schultern. Da geht dann vielleicht die Kopfmassage nicht, aber ansonsten ist es sehr faszinierend, dass ich hier an alles rankomme. Und ich habe keine große Belastung also nicht wirklich. Wichtig noch,
nehmt euch ein derbes Saunahandtuch oder irgendeine derbe Decke unter dem Po, denn ihr werdet eine coole machen, eine weiche Matratze mit Lattenrost und dass ihr dann nicht so einen krummen Rücken kriegt und das kann man nicht gut halten, dass ihr das dann halt ausgleicht. So, jetzt darfst du dich wieder rausdrehen. Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, wie ihr das Programm macht. Und jetzt lege ich mich, jetzt darfst du wieder dich in den Schneidersitz setzen, wie eben. Ich ruckel ein bisschen rum. Dann kannst du dich mit dem Kopf nach da, genau. Und jetzt fummel ich mich so rein und dann wäre das jetzt der Part für die Polmassage, die Massage der Pole. Du würdest jetzt quasi als erstes meinen Penis massieren, die Penisspitze. Dann nach der Hälfte der Zeit, nach etwa 6 Minuten, ja, du hast es noch nicht gesehen gehabt, ne? Schiebst du die Energie, die sich da quasi aufgestaut hat, auch richtig so, als würdest du so, wie so ein Ölfilm beim Einölen mit Leinöl, also von so einer getrockneten Küchenholzplatte, die Energie hoch zu meinem Herzen, lädst die da sozusagen ab, auch gedanklich, und malst das Herz zu Ende über meine Brust nach unten, wieder zu dem Punkt, wo du die Energie wieder frisch einsammeln kannst. So eine kurze Ruhephase von 1, 2, 3 Sekunden, um es einzusammeln und dann liebevoll hoch. Ich glaube, euch Frauen muss ich das nicht sagen, wenn ihr in die Liebe geht, das merkt ihr es automatisch. Ihr könnt noch wählen, ob ihr oben eine kleine Pause macht, dass es ein bisschen deutlicher wird, dass die Energie da jetzt so ein bisschen abgeladen wird, ruhen darf, da ins Herz geht. Und das Ganze macht ihr, das ist voll schön immer. Ich sollte es mal öfter selber machen. Genau. Und jetzt hast du es jetzt 3, 4 Mal gemacht, so 5, 6 Mal. Wir machen jetzt hier mal Stopp und du endest am Herzen dann. Und dann ist halt jetzt hier noch eine Herzmassage sozusagen bei dem Mann. Das ist der zweite Teil von der zweiten Hälfte, von den zweiten 15 Minuten sozusagen des Mannes. Die Herzmassage. Und wie beim letzten Mal gesagt, irgendwie Bewusstsein trifft sich, also da, wo sich Bewusstsein trifft, ist eine Hochzeit, eine Hochzeit, dann wird es richtig schön, wenn ich da bin, wo der andere ist. Deswegen als Massierender gehst du in den Punkt rein, energetisch, in dem der andere gerade ist. Also dort, wo du ihn hinziehst, dort bist du mit deinem Bewusstsein. Meistens ist es außerhalb deiner Hand in dem Körper des anderen drin, denn da wird er sein. Voll schön, wir sollten das vielleicht ohne Video nochmal machen. Okay, dann wechseln wir. Du legst dich hin und also ich setze mich in die Mitte. So, und das ist jetzt nur mal kurz skizziert, dieses Aufwärmprogramm, dass ihr das nochmal seht. Ach so, genau. Und ich habe jetzt gerade einen Schneidersitz hier. Ich kann aber auch die Beine hier dran vorbei machen. Als Frau brauchst du keine Angst haben, wenn ihr jetzt nackt sein solltet, dass der Penis da jetzt reinkommen kann. Das geht vom Winkel anatomisch so ungünstig, dass es einfach extrem wehtun würde. Also je größer er wird, desto weniger kann er rein. Und je kleiner er ist, desto mehr liegt er halt am Eingang. Das heißt, diese Angst, dass er reinrutscht und irgendwo ranstößt oder zu tief reinkommt, die brauchst du nicht haben, ist in der Position nicht gegeben. Wir fangen bei der Frau an. Manchmal ist es auch schon schön, einfach eine Frau an der Seite zu halten, wenn es noch gar nicht jetzt, sag ich mal, das Programm ist. Einfach das Gefühl zu vermitteln, gehalten zu sein. Entweder an der Hüfte oder oben. Ist auch immer gut, wenn du massierst oder irgendwas machst, was Berührungen sind im Körper, dass du nicht beide Hände gleichzeitig loslässt, sondern einen Kontakt hältst. Und Augen zumachen ist auch manchmal ganz gut beim Massieren, so als kleiner Tipp. Ich hatte mal in Australien eine Massage beigewohnt, gesehen am Strand, und da hat sie einfach irgendwie wie wild rumgefuchtelt, hat losgelassen, ist um die ganze Massageliege gelaufen, hat auf der anderen Seite nochmal rumgefuchtelt mit der Hand, hat ständig auf ihr Handy geschaut. Es war so schlimm, da habe ich mir gesagt, so 3 Punkte: Never lose the contact, also verliere niemals den Kontakt. Dann, es gibt keine Zeit, habe die Ruhe, als gäbe es keine Zeit. Und noch irgendwas Drittes war es. Sei einfach präsent, sei da. Und bei der Frau
machen wir dann eine Brustmassage. Bestenfalls mit Öl und Weimar-Strahleis an. Mit Öl gleitet das auch ganz gut. Ihr könnt auch eine Brust ein bisschen mehr machen und dann die andere. Das ist irgendwie so der Fokus. Sprecht das mit deiner Frau einfach gemeinsam ab, was die schön empfindet. Manchmal ist es auch einfach nur gehalten sein. Ob sie schöner findet, wenn du es asymmetrisch machst oder wenn du es symmetrisch machst. Also gäbe zum Beispiel diese 8 so verschiedene Streichungen. Einfach miteinander ausprobieren und fragen, was gefällt. Meiner Erfahrung nach ist es schöner, wenn es irgendwie symmetrisch ist. Und auch gerne mit deiner Handfläche, mit dem Zentrum der Handfläche, da kommt die Energie raus. Ich sage das mal ein bisschen brutal, da wo Jesus den Nagel durchbekommen hat, da ist eigentlich ein Zentrum von Energie. Und wenn du damit auf der Brustwarze auch so ein bisschen bist oder beim Massieren der Brüste, einfach so aus Versehen mit der Handfläche immer noch ein bisschen die Brustwarze berührst und mit lang ziehst, dann hast du ein bisschen das liebevolle, Stimulative auch mit drin, was einer Frau auch helfen kann, die vielleicht ein bisschen gerade in den Gedanken fällt, da anzukommen, präsent zu sein, was halt auch ein bisschen stimulativer ist. Und dann später, wenn du das, wie gesagt, individuell schaut, einfach was miteinander schön ist und nackt und Öl ist immer noch ein bisschen besser als mit Klamotten. Und dann, wenn ihr damit etwa 6 Minuten fertig seid, nehmt ihr von hier oben die Energie auch in diesem Herz, wie als würdet ihr so Öl runterziehen und bringt sie runter in den Schoßraum. Bisschen hier so die Hände übereinander gerne. Auch da ein bisschen Zeit lassen beim Abladen der Energie, so plump wie es gesagt, aber dass der Empfangende auch merkt, okay, hier ist Ruhe und Raum dafür. Wir sammeln hier die Energie ein, bei der Frau ist sie großflächig aktiviert im Brustkorb und ziehen sie in der Herzform auch so ein bisschen wie so eine Schale machen. Runter in den Schoßraum und ruhen dort ganz kurz 2, 3 Sekunden, vielleicht auch 5, bevor wir wieder hochgehen. Mit den Händen hintereinander vielleicht. Und dann, wenn wir dann zu ihrem Minuspol kommen, dadurch, dass sie halt keinen Penis hat, der nach oben guckt, fehlt uns da so ein bisschen der Raum, ist es auch ganz gut, eine Hand immer im Kontakt bleiben auf der Yoni, ohne dass du da Druck drauf gibst. Stützt dich auf deine hintere Hand, gehst ein bisschen nach hinten. Du kannst dir deine Beine schön auf meinen ablegen. Ansonsten könnt ihr auch hier noch Decken drunter machen, dass hier die Entlastung drin ist, dass das Bein einfach völlig entspannt liegen kann. Und dann habt ihr hier ein bisschen Raum und könnt euch um die Yoni-Massage kümmern. Das wäre in dem Fall jetzt auch noch eine ziemlich kurze, ne? Bei einer 4x15 ist dann auch nur 6 Minuten, aber das ist schon mal mehr als nichts. Ne? Und da auch dran denken, von außen anfangen, von der Peripherie zum Zentrum, erst außen ein bisschen, mit den Daumen ein bisschen hoch, ein bisschen spielen. Auch mal die Vulvalippen, wir schämen uns ja nicht, die Vulvalippen ein bisschen zusammen machen. Das ist das, was eine Frau selten als Erfahrung hat, dass tatsächlich mal nicht sofort irgendwie sie aufgerissen werden, wie so ein Vorhang am Morgen, sondern irgendwie erstmal auch berührt, also da mal Berührung zu erfahren an diesen Lippen, ohne dass was reingeht, sondern mal so draußen. Die 1 Minute könnt ihr immer schenken, mal die Erfahrung zu machen und dann auch mal so ein bisschen beide so zwischen den Fingern zu haben und mal hoch und runter zu streichen. Die Klitoris darf auch berührt werden, nur nicht halt gezielt und nicht nur die Klitoris, sondern alles, ohne dass etwas ausgelassen wird. Das ist ja eigentlich eine Tantra-Massage. Wir lassen nichts aus. Und zum Schluss bei einer Tantra-Massage manchmal dann, oder geht es dann ein bisschen mehr genitaler, um diesem auch noch mehr Raum zu schenken. Aber weil wir es jetzt nicht stimulativ wollen, gehen wir nicht gezielt auf die Klitorisknospe. Aber wir sparen sie nicht aus und nehmen sie großflächig mit rein.
Nur so nice to know, der Pluspol der Frau ist hier oben, meiner ist unten, mein Minuspol ist hier oben im Herzraum und ist wie eine Mimose und muss aufgemacht werden oder geht sehr schnell zu. Und bei der Frau ist der Minuspol hier unten. Und wenn ihr den mal einfach so halten wollt, die Vulva ist zwar schon schön und nett, aber irgendwo, das müsst ihr mal individuell rausfinden, wo sich deine Frau da am schönsten gehalten fühlt. Es ist nämlich eigentlich auch die Gebärmutter. Also da bin ich mir auch noch nicht ganz eins, wo genau jetzt der Minuspol der Frau wahrscheinlich liegt oder so lokalisierbar ist. Vielleicht kann man auch sagen, also wie es im Brustraum auch ein bisschen großflächiger ist bei der Frau, ist auch unten im Schoßraum ist ein bisschen großflächiger. Findet das mal gemeinsam gerne raus und gebt mir Feedback irgendwie mal. Schreibt das gerne mal, wenn ihr das dann irgendwann mal wisst. Vielleicht mit unter das YouTube-Video drunter, wenn das dann online gestellt ist. Genau. Okay, das ist jetzt Aufwärmprogramm. Wir wollen uns ja heute mal nicht so ins Aufwärmprogramm verstricken. Man könnte jetzt auch den liegenden Fels machen, wo ich gehalten werde von ihr am Herzen und ich sie umarme und halte. Man könnte löffeln, Brüste halten machen. Genau, das gibt es ja dann separat irgendwie nochmal von mir als Kurse oder irgendwie sowas, wenn da jemand sich noch keins zusammengebastelt hat. Wir gehen jetzt mal in die Details rein von den Techniken. Wir hatten das letzte Woche schon gehabt. Du kennst die noch nicht, Sandra. Seht es als Wiederholung bzw. Verfeinerung und wir nehmen uns jetzt die Zeit und vor allem eigentlich war es gedacht, dass ihr das heute mitmachen könnt. Alle, die jetzt keinen Partner da haben, nehmt bitte die Position ein für euch selbst, ihr habt das Bild aus, die ihr später haben werdet. Als Frau tendenziell die liegende Position und tu so, als hättest du einen Partner und mach bitte einfach deine Bewegung mit, die, ja, ist klar soweit? Ja. Gut. Wollen wir so rumliegen bleiben? Ich hätte es fast andersrum gemacht, aber eigentlich geht das so ganz gut. Ich rede noch nicht so sehr ins Mikro. Okay, das weiche Einführen. Kurz 2 Minuten Theorie dazu. Im normalen Sex denken wir immer, wir brauchen einen irrigierten Penis, um den Kontakt zwischen Penis und Vagina herzustellen, weil es geht effektiv darum, dass der Hirsch tief in das Weibchen eindringt und rubbelt. Durch das Rubbeln, Sie letztes Video, registriert der Penis, okay, ich bin drinne und bin nicht draußen, denn der Hirsch, der aufsteigt, ist der Alpha, der im Moment da war. Wenn es nur einer ist, dann okay, aber ansonsten hat er sich gegen andere durchgesetzt und gekämpft. Das heißt, sein Sperma ist sehr wertvoll. Das darf nicht einfach verschossen werden, indem er beim Andocken daneben geht und dann gleich kommt. Das heißt, es ist ein Mechanismus eingebaut, das Rubbeln, dadurch registriert er, ich werde ringsherum stimuliert, okay, ich bin drinnen. Dann nach vorne dringen und dann am Gebärmutterhals ejakulieren. Dafür braucht es gar nicht so viel Zeit. Hauptsache, er registriert halt, dass er drin ist. Deswegen ist der normale sexuelle Akt durchaus sehr, sehr kurz. Wenige Minuten reichen, manchmal eigentlich auch schon 10 Sekunden. Was wir halt anders machen können als Menschen, ist unsere Sachen anders benutzen. Ich kann mir den Finger ins Ohr stecken und 24 Stunden drinnen lassen und gucken mal, was dann passiert. Das kann ein Tier nicht, weil es keinen Verstand hat, mit dem es den Körper manipulativ benutzen kann. Es reagiert nach seinem Programm. Und im Tantra, Tao, ist ja schon jahrtausendlang erforscht, wie können wir noch körperlich miteinander zusammen agieren als Mann und Frau und was macht das für Wirkung und wie können wir die sexuelle Energie transformieren, anders nutzen. Einfach, viele haben geforscht und dann ihre Sachen zusammengepackt. Ich weiß nicht, woher das weiche Einführen kommt, ob das von Diana Richardson ursprünglich ist, aber ich habe es dann auch für mich im Detail sehr verfeinert und ihr kriegt jetzt die ganzen Details. Beim Slow Sex hat es keine Voraussetzungen. Es braucht einzig und allein den Willen, mit den anderen Menschen mich verbunden zu fühlen. Dann der erste Schritt, sich Zeit nehmen. Habe ich jetzt auch beim YouTube-Video nochmal verstanden, als ich eins gesprochen habe. Punkt 1, man hat keine Zeit, man nimmt sich Zeit. Jeder hat die gleichen Zeit, 24 Stunden. Und von diesen nimmst du dir das, wofür du möchtest. Du setzt die Prioritäten in deinem Leben. Und wenn dir die Verbindung mit deinem Partner keine Zeit wert ist, dann sortiert das Leben dir dein Leben dementsprechend auch aus und nimmt deinen Wunsch an und sortiert dir es dann so, dass dein Partner irgendwann nicht mehr da ist. Das ist ein bisschen fies gesagt, aber durch die Blume. Wenn ihr Verbindung spüren wollt, dann wie beim Handyladen. Was muss man tun? Oder eine Verbindung herstellen? Ja, man muss die Verbindung herstellen.
Also wenn ich jetzt mit dem Laptop Bluetooth-Verbindung oder sowas, ich muss mich darum bemühen, eine Verbindung zu haben. Das zum Beispiel auch schon sehr schön ist, einfach so, während ich hier so rumlaber, einfach mit den Händen mich schon anzufassen, macht auch Verbindung. Okay, und während man halt im normalen heißen Sex denkt, kurz im Kontext Verbindung, wir verlieren gerade deine, im Sinne von, du kannst auch kurz mal dein Video ausmachen. Deine Audioverbindung, dein Upload ist einfach gerade minimal nicht so vorhanden und das Bild steht halt. Also einfach nur für dich als Kontext. okay, kann ich mein Video irgendwie ausmachen? Entschuldigung, das war so. Wie kann ich das denn ausmachen? Ach so, hier, Video aus. Ja, aber ist eigentlich auch keinen Sinn, wenn ihr es nicht seht. Hört ihr mich noch? Aber dafür hören wir dich. Vorhin haben wir dich gar nicht mehr gehört und nicht gesehen, weil es Freeze war. Das liegt einfach an deinem Upload. Ja, ich war heute hier, hatte das Handy wieder dahin gelegt, wo ich einen ordentlichen Upload hatte, wo ich letztens die 8 GB hochbekommen habe und heute war einfach komplett eingebrochen die Verbindung. Ich gucke mal, dass ich auf ein anderes Gerät umschalte. Es kann an Wetterbedingungen bei dir vor Ort liegen oder einfach nur, dass da in deinem Bereich Schimmtwilz. Menschen sind, die irgendwie uploaden, das kann an allem liegen. Also einfach nur als Kontext für dich, Ja. wenn jetzt gerade wichtig ist, dich zu sehen, dann mach's Video an und gerade wichtig ist, dich zu hören, dann mach's Video aus. Okay, danke. Ich habe jetzt mal auf meinem Handy umgeschaltet. Hoffe, dass es besser. Also wir haben jetzt ein neues Gerät jetzt, ne? Wir probieren es mal damit. Okay? Also ihr hört mich jetzt, ja? Wir hören dich. Das darf ich alles wieder mit Videoschnitt machen. Okay. Thematisch. Ich brauche kurz 5 Sekunden, um reinzukommen. Im Slow Sex braucht es halt keine Voraussetzung. Das ist das Schöne dran, ihr könnt einfach sagen, ihr könnt einfach festlegen, hey, wir wollen uns heute spüren und dann, wenn die Frau offen ist für den Kontakt, könnt ihr euch zusammenlegen, ohne dass irgendwie die Frau feucht sein muss und ohne dass der Mann einen irrigierten Penis haben muss. Das ist erstmal sehr ungewohnt für euch. Allerdings, ich muss kurz das Video hier noch ein bisschen korrigieren. Allerdings, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es einfach eure zweite Natur geworden. So. Und mir kam gerade noch ein wichtiger Punkt, den ich schon wieder vergessen habe, aber er kommt bestimmt noch nach. Ich brauche kurz eine Minute. Oder eine halbe. Genau, der wichtige Punkt ist, den ich noch sagen wollte. Für die meisten Frauen, ihr kennt nur 2 Zustände vielleicht bewusst eurer Vagina. Das ist einmal verschlossen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt einen Penis aufzunehmen. Oh, nee, Sex gar nicht. Und dieses, oh ja, komm rein, dieses Willige so. Oftmals ist der Mann vielleicht genau dazwischen, wo ihr gerade auf dem Weg seid von dem einen in das andere, schon eingedrungen. Was es aber noch gibt für einen Zustand ist, nach dem Aufwärmen, nach so süßen, lieblichen Übungen, die wir gerade gehabt haben, die ihr jetzt in euer Leben integriert und dadurch merkt, oh, es gibt tatsächlich noch einen anderen Yoni-Zustand. Und das ist, ich bin offen. Ich bin einfach nur offen. Ich habe nichts dagegen, wenn wir es probieren, dass du deinen Penis einmal anlegst und wir gucken, was wir mitmachen, wie weit ich ihn jetzt gerade in diesem Moment reinlassen kann. Und dann nochmal kurz als Erinnerung, Finger-in-Auge-Metapher. Es wird nicht mehr passieren, dass ein Penis jetzt eindringt, zumindest nicht im Slow Sex, und hinten an den Muttermund an das Infinitliche stößt, weil ihr jetzt beide davon wisst, dass die Vagina nämlich verkrampft, wenn der Penis zu schnell reinkommt, dass die hinteren Ringmuskeln zumachen und dieser Krampf ist letztendlich das, warum eine Vagina sich über die Zeit verschließt und die Frau selber gar nicht weiß, warum sie jetzt eigentlich nicht mehr offen für Sexualität ist, weil die Yoni einfach keine Lust mehr hat auf diese Art und Weise von Sex oder auf das Benutztwerden oder auf dieses Harte. Auf diese Spannung eigentlich hat die Yoni keine Lust mehr. Und beim Slow Sex nehmen wir halt diesen offenen Zustand
Fühlt sich vielleicht am Anfang auch erstmal ein bisschen ungewohnt an wie Frauenarzt oder dieses ohne diese romantische Blase drumherum. Hallo ihr Lieben und tschüss. Die wussten das nicht. Nicht diese romantische Blase von, boah, ich will dich und alles ist jetzt vielleicht Kerzen an oder dieses, was ihr halt kennt, sondern es ist ungewohnt. Und das Sorry, Leo, ich muss jetzt kurz was sagen, weil der Frauenarztspruch, hallo Leo, stopp, stopp, stopp. Also der Frauenarztspruch gerade eben, das, was Slow Sex bedeutet, heißt ja nicht, dass es sich anfühlt wie beim Frauenarzt, sondern dass du spürst, dass der Mann eine Verbindung haben will, die nicht mit einer Erektion, die nicht mit einer Leistung, die nicht mit einer Funktion einhergeht. Wenn du jetzt das Bild vom Frauenarzt reinbringst, dann bin zumindest ich als Frau ganz woanders. Also ich möchte, dass du nochmal darauf fokussierst, dass es eben keine funktionelle, zielgerichtete und nicht eine Situation wie beim Frauenarzt ist. okay, dann muss ich das. Ziellos. Ich habe jetzt hier so einen großen Beep, weißt du, diesen Ton, weil wenn du jetzt Das Ton ein bisschen leiser machen. das Bild des Frauenarztstuhls reinbringst, dann Okay, gut, ist das kein Slow Sex. danke für den Hinweis. Das habe ich tatsächlich aus einem Buch von einer Frau, dass sie sich das so anfühlen könnte. Erstmal so ungewohnt halt also so trocken, nüchtern, technisch, ohne diese Romantikbubble drumherum, die man sonst so vielleicht kennt. Aber du hast recht, dass wenn ich dieses Bild male, kommt es im Kopf der Frau und dann ist es vielleicht irgendwie eher ein Abturner, weil wenn ich sage, denkt nicht an den rosa Elefanten hinterm Kirschbaum, werdet ihr alle einen rosa Elefanten hinterm Kirschbaum sehen. Und so werdet ihr, ja, den Impuls nehme ich auf, danke. Und dann versuche ich das irgendwie anders auszudrücken. Wollte ich jetzt da der Frauenarztgeschichte. Das heißt ja nicht, dass das Buch der Frau, das Buch kann ja vielleicht ein gutes Buch sein, aber das Bild kann ja trotzdem schlecht sein. Ja, ich glaube, es war sogar von der Erfinderin von Slow Sex. Ja, okay, das weiche Einführen. Gehen wir jetzt einfach direkt in die Technik rein. Die Frau liegt in der Mitte ihrer Fläche auf der Matratze. Meistens ist es dann aber auch in der Mitte. Nee. Wir machen das jetzt alles so, dass ich später nach rechts kippe. Für alle Positionen gehe ich nach rechts. Das ist auch das, was ich eher gewohnt bin. Das heißt, die Frau würde in dem Fall mehr leicht links von der Mitte der Matratze liegen. Einfach normal auf dem Rücken. Jetzt hast du hier so viele Kissen unter dir, die können wir erstmal wegnehmen. Du hast ein Kopfkissen, du hast eine Zudecke. Kannst du noch ein bisschen rüberrutschen? Genau. Okay, das ist quasi die Missionarsposition, die ganz normale. Auch jetzt ein bisschen, weil ich nebenbei auf die Kamera geachtet habe. Okay. Seht ihr, ist das alles gut zu sehen? Ein kleines bisschen korrigieren. Gut, und wir haben uns jetzt miteinander aufgewärmt. Wenn die Frau jetzt nackt ist, kann es vielen Männern schon passieren, dass sie schon einen irrigierten Penis haben. Dann dementsprechend ein bisschen Abstand oder je nachdem, wie ihr gerade miteinander nah seid, kannst du auch dann vielleicht drauflegen auf die Joni, aber nicht, dass sie schon das Gefühl hat, du stürmst jetzt mit der Penisspitze direkt rein. So, es gibt grob gesagt 3 Zustände. Entweder der Penis ist weich, so sehr weich, ne? Also ich sage mal von 0 bis 100%. 100% ist stahlharte Stange. Wenn es das ist, dann braucht er ein bisschen eine Pause, kurz an Angela Merkel denken oder die Energie irgendwie versuchen ins Herz zu ziehen vom Mann, weil wir wollen keine Stahlstange irgendwie mal später einführen. Sollte er al dente sein, dann kann man halt ein langsames Hineingehen machen, entweder die Frau oder der Mann. Entweder die Frau zieht ihn langsam rein oder der Mann geht langsam hinein, aber es gibt jetzt hier im Slow Sex kein Eindringling, kein Eindringen und keinen, der penetrant ist und penetriert, sondern nur ein liebevolles Hineingehen. Und jetzt gucken wir uns den Zustand an, was ist, wenn der Penis weich ist. Und ihr legt jetzt bitte selber in dieser Position und da sind wir wieder bei unserer Häschenzange. Das ist quasi das, was manche als Peace-Zeichen nehmen. Nur in Wahrheit ist es ja Victory, also das V. Und das Ganze bitte als Häschen gemacht. Also die Häschen, die Ohren sind abgeklappt. Und als neuesten Impuls eingebracht von oben. Das Häschen ist dann von der Frau sozusagen, also dass die Ohren nach unten gucken. So wie wenn eine Frau es sich selbst macht, oder? Hat sie das so gesagt? Genau, den neuen Impuls nehme ich mit auf.
Und du kannst jetzt quasi hier meinen Penis, also das ist jetzt, ich habe jetzt kein anderes Ding gefunden. Ich wollte jetzt nicht so eine Riesengurke mitnehmen, das wäre nämlich dann auch, das ist am realistischsten, ne? Also nicht bei mir, aber wenn er unirrigiert ist und manchmal ist er klein, dann passt so ein Finger schon einigermaßen. So, du darfst jetzt in dieser Häschenzange den Penis so greifen und zwar hinter der Eichel. Und da könnt ihr das erste dann halt, wenn ihr jetzt im Kontakt miteinander seid, dass die Frau immer so richtig zudrückt, so doll wie sie kann. Und am Finger merkt man das schon eher. Und wenn es dann jetzt aber der Penis ist, was es jetzt bei mir jetzt hier sein soll, da sind keine Nervenzellen. Da ist nichts, was du irgendwie wehtun könntest. Da kannst du mal so richtig dolle drücken, wie du nur kannst. Und ich versuche so ein bisschen rückwärts zu gehen mit meinen, also ich als Mann bin auf meinen Knien und gucke, ob sie mich wirklich hat. Kommen wir gleich noch zum Rodeo, nur jetzt erstmal vorher, wenn ich als Mann nicht weit genug den Spagat aufmachen kann, weil ich zu unflexibel bin, dann ist es auch ganz gut, noch ein Kissen unter die Frau zu packen. Wenn ich 2 drunter packe, eins unter den Rücken und eins unter den Bauch, dann kommt sie generell parallel nach oben. Und wenn die Vagina anatomisch so ist, dass sie mehr nach hinten geht, dann kann später dann noch ein Kissen unter die Hüfte drunter, sodass nur die Vagina nach oben klappt. Ist das verständlich? Können wir mal hier kurz machen. Ich schiebe hier mal eins drunter. Dann bekommt nämlich der Rücken eine Rundung rein und die Vagina ist halt jetzt leicht nach oben gekippt. Und wenn ihr es halt generell die Frau ein bisschen nach oben haben wollt, weil du nicht so tief kommst als Mann, dann könntest du halt auch zur Not das dann noch, also oben noch ein Kissen drunter machen und nochmal hier eins, dass das kippen bleibt, je nachdem. Da müsst ihr miteinander fummeln, wie das passt. So, ich gehe so leicht nach hinten hier so ein bisschen auf meine Beine drauf und du kannst mit deinen Hacken hier in diese Löcher, in diese Kuhlen rein von dem Po und kannst mich damit ein bisschen führen. Nimm mich mal nach vorne und ja. Und ich versuche das mal zu spüren, die Führung, die sie gibt. Ich kann auch mal ein bisschen gegenhalten, dass ich ein bisschen herausfordere, dass sie wirklich diese Führung hat. Dass ich mal in die Gegenrichtung kurz ein bisschen gehe. Ja, okay. Okay, ich fühle mich quasi geführt. In dem Fall führst du jetzt beim weichen Einführen. Ne? Und dann machen wir Rodeo. Das heißt, der Penis, das ist jetzt der Penis, nicht mein Finger. Ne? Der Penis ist jetzt hier und die Frau nimmt die eine Hand mit der Häschenzange, greift hinter die Eiche. Wenn es eingeölt ist, ist es noch besonders schwieriger für die Frau. Also schön, wenn es schwieriger ist, weil dann kriegst du als Mann das Vertrauen, sie hat dich wirklich fest im Griff im wahrsten Sinne. Und jetzt gehst du als Mann zurück und sie versucht dich festzuhalten. Also du guckst, ob du rausrutscht mit ein bisschen Aufwand, nach hinten gehenden Aufwand und sie versucht, den Penis festzuhalten hinter der Eichel. Und auf diese Weise, ne, dann streckt sich der Penis so ein bisschen in die Länge, das ist ja noch ein Schwammgewebe und du merkst, okay, deine Frau hat dich sicher im Griff. Du musst nicht irgendwas machen. Du musst nicht die ganze Zeit nach vorne schieben und das irgendwie da reinfummeln und ihr helfen und unterstützen. Sie hat die Situation im Griff. Sie hat dich hier in der Führung und sie hat deinen Penis fest und kann damit jetzt agieren und du bist eigentlich nur peripher. Am Finger tut das tatsächlich mit der Zeit ein bisschen weh, das Drücken, aber du hast einen guten Griff. Okay, und dann mach du mal den Penis bitte. Die Häschenzange, einmal greift er hinter die Eichelspitze direkt, also hinter die, was ist das eigentlich? In das Köpfchen, ne? Also in den Hals rein gerade vom Penis. Mit der anderen Hand nochmal dann etwa auf die Hälfte des Penis und mit der anderen, also dann nochmal umfassen, wenn ihr es reingezogen habt, nochmal auf etwa 2/3 auf den Strich und könnt damit den Penis wunderbar führen und ihn Stück für Stück immer näher reinziehen. Ich habe leider heute keinen Kameramann bekommen, sonst hätte ich das jetzt ein bisschen näher gefilmt. Ich würde gerne noch mal so eine Anmerkung dazu, weil es gibt ja Rechtshänder und Linkshänder und die rechte Hand hat man mehr als die linke Hand. Also ich als Rechtshänderin, ich greife quasi mit der gleichen Hand um. Das heißt, ich springe quasi also nicht springen, aber ich rutsche quasi am Penis entlang weiter nach oben und noch mehr weiter nach oben. Dieses Umgreifen, 2 Hände an dieser Position zu halten, da ist manchmal der Platz nicht dafür. Eine Hand passt besser hin. Also nur so als Anmerkung hier aus dem Off.
Also Versteht ihr, was ich meine? das ist jetzt quasi von dir deine Erfahrung, dass du es mit 2 Händen nicht kriegst, weil die Beine vielleicht dann stören und dass du es mit einer Also Hand... mit 2 Händen ist halt so, du musst halt beide Hände irgendwie in deinen Schoßraum haben. Manchmal ist es da so eng, dass eine Hand alleine besser hinpasst, okay? Okay. Eine Hand alleine, wenn das der Penis ist, dann kannst du quasi nehmen und so vorwärts ziehen. Also das heißt, du musst nicht irgendwie umgreifen, verstehst du? Weil an der Stelle weniger Platz ist. Also das warst du letztens, wo du sagtest, weil du kannst ein bisschen reinziehen, weil kommt natürlich auf die Joni-Größe drauf an, ob du da noch dann deine... kannst du theoretisch noch die Finger... Der Verstehst Empfang. du, Leo, was ich meine? Ja, mir ist mal aufgefallen, nicht jede Vagina ist... Du rutscht entlang. Ah, der Empfang ist blöd. Ich wollte nur sagen, dieses Wechseln der Hand, ich habe es probiert, ist erstens Linkshänder, Rechtshänder, die linke Hand, rechte Hand, Sensitivität ist unterschiedlich, ist anders. Okay. Gut, also auch wieder individuell anscheinend. Das ist ja eine Variation von dem, was du erzählst. Genau. Ich muss mal gucken, hier ein bisschen mit der Technik. Ich glaube, was du rüberbringen möchtest, ist, dass die Frau Stück für Stück mit der Hand den Penis in die Vagina hineinzieht, oder? Ja, genau. Und ob man da jetzt 2 Hände dafür nimmt oder eine Hand, Ja, das ist ist dann natürlich individuell. Es ist natürlich, wenn die Vagina so groß ist, dass Finger noch mit reinpassen, dann kannst du halt direkt mit einer Hand reinführen. Wenn aber die Vagina klein ist und lieblich, oder? Das ist auch egal, du kannst es auch... Nee, es geht jetzt nicht ums Einführen, Ach, dass jetzt der ich- Finger noch dazu kommt, sondern einfach, wenn das der Penis ist, Ja. dass du entlang rutscht. Du meinst, dass ich so reinrutsche, so, okay. Ja, probier das mal aus, dann Zieh gerne. sie quasi so rein, ne? Ja, ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann mal das als Umfrage mache in der Gruppe und dann einfach Prozentwerte kriege oder Feedbacks irgendwie unter die Videos mal, wie das bei euch ist. Praxiserfahrung, dann Realität. Genau. Da war noch ein wichtiger Punkt, den ich jetzt fast vergessen hatte. Ach so, genau. Kannst du dich nochmal hinlegen? Der Punkt war, hatte ich letztes Mal schon gesagt, ne, das vermutet, so wie ich das jetzt, ich rede ja immer nur von, ich habe ja keinen weiblichen Körper, ich kenne die Position, die andere nicht, aber das, was ich halt von miteinander kenne. Hier ist wohl irgendwie so ein Band drin und wenn du jetzt hochkommst, um zu gucken, was hier geschieht, mach das mal, dann merkst du, dass hier alles anspannt und das macht den Eingang enger. Das heißt, du kannst vorher gucken, aber dann, wenn es drauf ankommt, musst du dich ablegen und das im Blindflug machen. Also wie mit Augen zu, sowas. Es ist dann eine Gefühlssache. Ne? Und das, was ich letztens auch schon gesagt habe, die ersten 2, 3, 4 Mal wirst du denken, das geht gar nicht. Du bist die eine Ausnahme von den 5%, bei denen das anatomisch nicht klappt und klang gut, aber funktioniert bei euch nicht. So. Wenn du es 10 Mal gemacht hast, wirst du das Gefühl haben von, oh, das wird werden, wenn ich es übe. Und wenn du es 20 Mal gemacht hast, ist es deine zweite Natur. Dann sagst du einfach zu dem Mann, komm, wollen wir weich einführen und dann, oder komm mal ran und zack, 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 hast du drinne. Also es ist wirklich eine Sache von Übung. Und warum ist das so unglaublich wichtig? Das weiche Einführen, ich sage immer, das ist 50% eures gesamten Slow-Sexes überhaupt, das ist die Basis, weil wenn dein Mann das Vertrauen hat, er kann jederzeit bei dir rein, das hat keine Voraussetzung. Ihr habt das Werkzeug dafür, diesen Kontakt herzustellen, dann kann er sich entspannen. Ansonsten wird er immer da hinterher sein, dass der Penis irrigiert ist, dass er die Erektion hält, wird wieder irgendwie anspannen und reindrücken, wenn ihr in einer anderen Position liegt und es könnte passieren, dass der Penis jetzt kleiner wird und dann vielleicht rausrutscht. Da merke ich dann als Mann so eine Anspannung, weil ich will ja drinne sein, ich will drinne bleiben. Und wenn wir wieder eine Erektion brauchen, dann ist es so wie, ja, ich fahre einfach zu Hause raus und dann schnappt die Tür ins Schloss und habe keinen Schlüssel mit. Und wenn du einfach vertrauen kannst, deine Frau kann dich jederzeit wieder reinholen und du bist in ihrer Liebe geborgen und gehalten, dann kannst du richtig entspannen, deinen ganzen Körper. Okay, ich bin jetzt halt hier in dieser Spagatposition. Du gehst hier auf diese Punkte, damit kannst du mich führen. Hast die Häschenzange, liebevoll nenne ich nur so, ne? Und kannst mich dann quasi Stück für Stück liebevoll so reinnehmen, wie du möchtest. Dabei könnt ihr schön den Augenkontakt behalten.
Das wird jetzt aber intim hier. Krass, wie das eine Wirkung hat. Und vorher, was ich noch vergessen hatte, bevor ihr das dann macht, kann die Frau erstmal pinseln und Dornröschenkuss. Die 2 Parts habe ich jetzt ganz vergessen. Das heißt, wenn du in der Häschenzange hast oder vielleicht auch anders greifen, guck einfach, wie du das machst. Und der Penis wurde eingeölt, der Mann hat bestenfalls dir das Öl gereicht, die Frau ölt beides ein. Oder ihr nehmt Spucke, das ist schon die erste verbindende Aktion, jeder bringt was ein. Oder ein biologisches Gleitmittel, die Frau wird eingefeuchtet, keine Voraussetzung für die Frau, der Mann, sein Penis ist weich, keine Voraussetzung für ihn. Und dann kann die Frau sich erstmal ein bisschen pinseln. Das heißt, die weiche Penisspitze nehmen und sich selbst ein bisschen Lust verschaffen. Ist ruhig erlaubt, das darf lustvoll sein. Und dann so ein bisschen drumherum, außen um die Lippen, innen durch die Lippen einmal durch. Vielleicht will sie auch so ein kleines bisschen dippen. Und dann fundamental der Dornröschenkuss. Das heißt, die Penisspitze ist so mit einem Köpfchen drinne und wird umhüllt. Das ist das, wo ich sage, da fängt es an, da ist der energetische Kontakt geschlossen von den 2 Systemen. Tiefer müsste er eigentlich nicht unbedingt, ist allerdings auch schöner für beide, vor allem für den Mann, wenn er tiefer reinkommt. Aber das ist das, was es mindestens sein sollte und das ist das, wo ich euch Frauen bitte, das euren Männern zu schenken. Auch wenn ihr ihn nicht mehr reinnehmen könnt und nicht mehr reinnehmen wollt und da traumatisiert seid, probiert bitte wenigstens die ersten 2 Zentimeter aufzunehmen und dann da miteinander beide zu entspannen. Dann kann auch deine Vagina-Muskulatur zunehmend sich entspannen, weil sie weiß, okay, es kommt jetzt nichts, was tief und schnell eindringt. Und Stück für Stück geht ein Ringmuskel nach dem anderen auf und lässt den Penis ein Stückchen weiter hinein. Und deine Blüte geht auf. Also so beschreiben die Frauen das eigentlich meistens immer. Genau. Und wenn die Frau gepinselt hat, so 3 Minuten oder sowas und sich da ein bisschen Gefallen gemacht hat, ist es eigentlich auch sehr schön, wenn der Mann das auch nochmal darf und sich da auch den Penis mal in die Hand nehmen darf und so ein bisschen rumpinseln darf, so was er so möchte. Und natürlich darauf achten, dass er jetzt nicht dieses, was ihr sonst so macht, dieses gleich forschende Eindringen, also auch nicht tiefer als Dornröschenkuss reingehen. Aber auch, dass du als Mann das mal darfst. Dann könnte es sein, dass ihr das Problem habt, dass er jetzt irrigiert ist. Dann geht das weiche Einführen natürlich nicht mehr zu üben. Solltet ihr das Glück haben, dass er noch weich ist, und das ist wirklich um 680 Grad andersrum, da ist es eigentlich auch mal total schön, wenn der Penis weich ist, weil wenn er weich reinkommt, stell dir vor, du hast so einen liebevollen, zarten Tonklumpen und steckst da nur so einen kleinen Finger rein. Und dann gewöhnt sich die Vagina an den Durchmesser des Penis und schmiegt sich da an. Und wenn er dann irrigiert von sich aus, fühlt die Frau sich komplett ausgefüllt. Und das ist so wunderschön. Also habe ich immer so als Beobachter miterleben dürfen, wie sie so, wow. Also dass wir, wenn das mal aus dem Kopf rauskriegen, dass der Penis immer irrigiert sein muss, nee, es gibt auch andersrum und das ist auch sehr, sehr schön für die Frau. Deswegen, egal was ihr macht, ob weich oder al dente, nur bitte nicht stahlhart, es ist schön. Es braucht quasi keine Voraussetzung. So, und dann nach dem Pinseln nimmt halt entweder die Frau sich den Penis rein und auch wenn er jetzt groß geworden sein sollte und ihr entscheidet euch trotzdem für das Einführen, selbe ähnliche Technik wie das weiche Einführen, nur dann muss sie halt gar nicht mehr so viel halten mit Führen, wenn er jetzt ein bisschen irrigierter ist bei 30, 40, 50%. Und du als Mann hältst trotzdem bitte gepflegten Abstand, sodass du nicht gleich irgendwie in sie reinfällst. Und auch beim Pinseln kann es sein, dass je mehr er irrigiert, desto weniger ist der Pinsel geschmeidig und dann musst du ein kleines bisschen deine Hüfte zurücknehmen, sodass sie mit der Penisspitze trotzdem noch sich pinseln kann und der Penis nicht vorbeigeht. Werdet ihr in der Praxis alles merken. Okay. Ja, und dann seid ihr halt fest zusammen. Etwa so. Und dann könnt ihr das auch erstmal miteinander genießen. Und du kannst auch zum Beispiel die Brüste halten, dann nochmal. Auch beim Pinseln könntest du als Mann schon die Brüste halten. Einfach ihren Pol wieder halten und aktivieren. Oder der ist ja schon aktiviert. So, ihr macht das dann natürlich dann alles viel langsamer und gepflegt. Also ich mache jetzt mehr ein bisschen das als Programm. Wir gehen jetzt nicht ganz in das Sinnliche rein. Ich weiß, es gibt eine kleine Stimme, die schade sagt. Ne? Okay. Und dann
haben wir verschiedene Positionen, die ich euch mitgeben möchte heute. Als Video sind die dann nochmal so, dass ihr keine Sorge haben müsst, dass es irgendwie zu viel ist. Position 1 haben wir jetzt hiermit schon mal, das ist die Missionarsstellung. Da ist es auch sehr gut, dann nochmal als Abwechslung, zum Beispiel könnte das sein, einfach mal das Bein hochnehmen. Einfach mal. Manchmal ist es sogar so, wenn ich mich als Mann so verknutte und mit den anderen so verschmelzen. Beiden Beinen hoch. Gibt es in dem Buch von Daniel so viele Stellungen, wo du erstmal nicht durchblickst und immer nur ein Bild. Und so wirklich entspannt sind sie für den Mann auch nicht. Weil ich kann jetzt zum Beispiel mich nicht ablegen und komplett entspannen. Aber es ist mal so, für 5 Minuten kann man das auch mal machen. Und da könnt ihr sehr, sehr viel forschen und gucken, hey, was geht eigentlich mit unserer Anatomie, was finden wir schön. Ich gebe euch jetzt quasi Ausgangsforschungspositionen mit. Und teilt gerne, wenn ihr noch eine tolle gefunden habt, irgendwann mal. Dann machen wir das mal jetzt sanft wieder runter, das Beinchen. Und dann beginnt unser Betttwister, weil der Penis ist jetzt angenommen ziemlich klein und weich, ist aber drin und es fühlt sich schön an. Und der soll jetzt nicht rausrutschen. Das heißt, wir gucken schon, dass wir die Hüften aneinander pressen und die 2 Ebenen, also meine Ebene, wo mein Penis rauskommt und deine Ebene, wo deine Juni rauskommt, dicht aneinander sind und nicht groß irgendwelche Winkel zueinander haben, sodass da kein Abstand entsteht. Und eine Position wäre jetzt, mit welcher fangen wir an? Fangen wir mit der Falterposition an, hat man letztens schon. Macht die bitte wirklich mit, dass ihr so ein bisschen, passt das mit dem Video? Ich glaube ja, ich drehe den Laptop noch ein kleines Stückchen rum. Falterposition sieht zum Schluss aus wie ein Schmetterling. Ich bin ja schon hier, lege mich nach oben ab, kann mein Herz auf ihr Herz legen, entlaste das ganze System, indem ich auf meinen Ellenbogen mich draufstütze und nicht auf ihren Oberkörper so sehr drauf gehe. Wir beide haben unser rechtes Bein lang. Ich gehe mal hier so drüber. Und das linke Bein gefaltet, also geknickt. Das ist dann der Falter. Die rechten Beine können wie so der Stachel des Falters, des Schmetterlings, einmal entlang gehen aneinander. Und hier ist halt der Winkel drin, das zum Abstützen. Und dann habe ich bestenfalls vorher vorbereitet ein Kissen da, aber man kann auch ein bisschen rumfummeln. Hoppala. Und kann mich hier mit ablegen. Und mit meinem Herz. Das Schöne ist, man ist sich sehr, sehr nah. Man kann sich küssen. Man kann sich genießen. Und man kann sich nur nicht in die Augen schauen. Und der Winkel etwa zwischen den zweimal Torso, ich weiß nicht, wie man das nennt, zwischen Oberkörper, sind nur wenige Grad, also fast 0 Grad. Ne? Wir sind sehr aufeinander. Und ich entlaste halt mich auf das Kissen drauf oder auf meinen Ellenbogen, wenn ich keine Kissen habe. Kann man auch so machen, wenn man wieder vergessen hat, die Kissen zu organisieren, dass man sich so ein bisschen mehr nach rechts das Gewicht abgibt auf den Ellenbogen. So, die nächste Position hat dann 45 Grad hier oben drin. Wir tun mal so wieder unser Betttwister zurück machen. Also wir tun ihn so, als wären wir verbunden miteinander. Wieder eine Ausgangsposition. Ihr könnt dann selber schauen, wie ihr die Übergänge für euch gestaltet. Einfach dann halt sagen, in welche Position wollen wir. Ne? Und die andere Position habe ich liebevoll Plumps genannt. Vorher war es der umgefallene Rugby-Spieler oder es gibt irgendeinen längeren Begriff dafür, habe ich immer irgendwo gesehen, die Position, aber ich habe mir nicht merken können. 4 Wörter waren mir dann doch zu lang. Es ist effektiv das, was passiert. Ich mache mein rechtes Bein lang als Mann, wenn ich nach rechts gehe, sodass es das nicht blockiert und falle einfach zur Seite um. Die Frau kommt ein bisschen mit der Hüfte. Nur so ein bisschen, glaube ich. Guck mal, wie das geht. Und dann, ja, oder ihr fummelt euch einfach, vielleicht ist es eine neue Position. Jede Geometrie von wem anders macht was Neues. Würde auch gut gehen, ne? So, da könntest du zum Beispiel da als Frau noch ein Kissen unterfüttern, wenn es dir bequem wäre.
Willst du es probieren? Unter meinem Po, meinst du? Den Po halten, fühlt sich auch gut an, so den Po nochmal in der Hand zu haben. Wir können streicheln. Wir sind es jetzt nur nicht so nah, dass die Herzen aufeinander liegen. Das ist halt der Nachteil, ist halt so eine Mischposition. Ich liege so ein bisschen wie auf so einer Bahnschwelle durch das Bein hier, ne? Aber es ist jetzt nicht so schlimm, das kann ich 10 Minuten, eine Viertelstunde halten. Was auch gut ist, ich gehe ja so leicht schräg hoch jetzt hier, wenn ich hier ein bisschen Kissen drunter mache. Wenn ich jetzt noch mehr hätte, die liegen leider gerade da drüben. Dann gehe ich so leicht hoch mit meinem gesamten System und stütze mich auch hier auf den Ellenbogen ab. Kann auch ein bisschen gut sein, dass sich das so zu entlasten, das Bein, und trotzdem verbunden zu sein. Im Slow Sex generell ist 80% ist 100%. Das heißt, sucht nicht irgendwie nach also ich fordere euch immer auf, es noch anzupassen, aber erwartet, dass irgendwas Kleines immer so ein bisschen unbequem ist, weil im heißen Sex wäre es eigentlich auch unbequem, nur man hält nie so lange die Position und man ist so von dem Drogenrausch, von den Hormonen überflutet, dass man halt nicht merkt, dass es eigentlich irgendwie schmerzt, der Fuß einschlafen wird oder irgendwas. Deswegen versucht es euch immer schön bequem zu machen. Manchmal sind 2 Zentimeter ein riesiger Unterschied und gebt euch aber zufrieden bei 80%. Und das ist meiner Erfahrung nach immer so ein Abwägen in mir drin. Ne? Auf der einen Seite ist es irgendwie anstrengend, irgendwo liege ich drauf oder es drückt, aber auf der anderen Seite ist es so schön, diese Verbindung hier zu haben, dass solange das auf der Waagschale halt ja, schwerer wiegt, ich dann einfach die Position halte. Und wenn ich irgendwie merke, okay, so langsam wird es nicht mehr, dann wechselt man wieder die Position in eine andere. So kann man das, wir probieren mal noch einfach spaßenshalber was anderes aus, dass du das drunter machst unter meins. Wie das so wäre, wenn du das unterm Rücken wegnimmst. Vielleicht hier noch unter dein Knie drunter, dass das nicht so durchhängt, unter das Knie. So zum Beispiel könnte eigentlich auch was sein, oder? Weiß ich nicht, ob sich das anatomisch gut anfühlen würde, wenn wir wirklich verbunden wären. Einfach probieren. Müsste man probieren, ja. Der Kern ist einfach bei dem Plumps, dass hier so 45 Grad sind, das kann man sich merken zwischen den Körpern. Ich kann auch gut greifen, kann sie halten, kann ihre Brust massieren oder halten. Okay. Und dann gehen wir mal im Bett-Twister in die Schere. Kann man das von hier aus gleich machen? Einen Twister kennst du noch, ne? Nee? Dieses Spiel mit den Farben, so, wo immer einer dreht und dann musst du da so, ja. rechte Hand auf gelb oder sowas. Ungefähr so ist es ja auch. Angenommen, wir wären jetzt noch verbunden, müsstest du jetzt, ich probiere es mal ohne über die Missionarsstellung zu gehen. Kannst du? Du bist bestimmt ein bisschen yoga-lastig unterwegs, oder? Ich sehe es schon. So, dann haben wir nämlich auch schon die Schere eigentlich in der Position. Das ist die Scherenposition. Oder? Warte. Ja, das ist die Schere. Seht ihr die da alle im Video so ein bisschen? Okay. Ja, ihr seid gut zu sehen auf dem Bildschirm. Das ist schön. Und jetzt habe ich nämlich genau das nicht gemacht. Also wir sind jetzt ratzfatz in die Schere gegangen, ohne dass ich die ganzen Kissen da habe. Jetzt hole ich mal das. Das ist nicht die Schere. Bei der Schere hat. Stopp, Leo! Bei der Schere hat sie den Oberschenkel über deinen Oberschenkel und nicht unter deinem Oberschenkel. Den hier? Also Ich muss das mal aus meiner Missionarstellung nochmal rausmachen, die Schere, aber sie hat den Oberschenkel über. was stimmt da, glaube ich. Dachte ich auch erst, aber wir gucken mal ins Detail. Ich ziehe das mal raus. Warte, wir machen mal ich hole mal die Kissen ran und wir machen die mal aus der Missionars. Das ist halt, wenn du aus einer Stellung kommst, die du einen Übergang noch nicht so oft gemacht hast, dann, also ich kenne die Schere eigentlich auch so, übrigens das Kissen, das Handtuch ist nachher noch sehr wichtig. Du machst es rum. Oh, Entschuldigung. Also das ist schon die Schere, ist wie eben. Mein rechtes Bein ist jetzt zwischen seinen beiden Beinen eingeklemmt, ja? Ja. Ich brauche jetzt mal hier 2 Kissen unter diesem Knie.
dass es dich nämlich nicht drückt. Also irgendwas Dickes, ein dickes Kissen würde auch gehen. Das hier ist eigentlich eins mit der wichtigsten Kissen. Machen wir es der Wichtigkeitsreihenfolge nach. Wenn ihr nichts habt, alles vergessen habt, das Allerwichtigste ist etwas wie dieses kleine Handtuch hier. Das ist jetzt nur, ich muss es aufmachen, nur wirklich so ein kleines Handtuch. Im Liegen ist es natürlich nochmal Spaß. Ich falte das quasi einmal. Das ist übrigens meine Erfindung. Das habe ich dann selbst der Jella irgendwie gesagt, dass ich das mal so probieren soll. Weil die fangen mit irgendwelchen Yogakissen, Mondkissen und irgendwas an. Dabei ist das Beste, was irgendwie funktioniert. Das schön einrollen. Und dadurch, durch diese raue Oberfläche, rutscht es nicht weg. Und jetzt kannst du das richtig unter die Hüfte stopfen und hast etwas sehr Hartes, was verhindert, dass du rausdrehst. Und je nachdem, wie groß der Po des Mannes ist, wie trainiert oder wie weich das Gewebe ist, musst du halt gucken, ob du ein größeres Handtuch nimmst oder ein kleineres. Und dann packe ich das hier drunter. Und dadurch ist meine Hüfte so gut dran, dass selbst wenn ich mich jetzt komplett entspanne, ich mache das mal, rutscht dann nicht raus. Wir können das jetzt gar nicht so richtig 100% nachfühlen, aber ich merke es ja, dass meine Achse kippt nicht weg. Wenn ich das wegnehme, kippt das hier weg. Und diese 5 cm machen bei manchen Penissen, da sind wir bei Blutpenis, Fleischpenis. Wenn du einen Blutpenis hast, dann sind die 5 cm echt entscheidend. Also jeder Zentimeter zählt einfach, weil je mehr er drin ist, desto schöner ist es. Das ist das Allerwichtigste bei der Scherenposition. Schere. Alles andere kann man irgendwie noch verkraften, gerade so. Aber das ist das Notwendige, damit du einschlafen kannst in Ruhe. Weil du weißt, er rutscht nicht raus. Zweitwichtigste ist dieser Kissenstapel hier, dass das Bein nicht abgeklemmt wird auf Dauer und der Blutfluss dann da unterbricht. Und da brauchst du meistens 2 Kissen und gerne in der Länge auch deines Beines, weil sonst, wenn da hinten kein Kissen ist, wie bei mir jetzt gerade, dann ist die Schwerkraft des Fußes allein ausreichend, dass es schon wieder zu einer Drehung herkommt. Also es sind viele kleine Details, aber wenn man das einmal so verstanden hat, und halt doppelt so hoch, dass es wirklich auch entlastet. Die meisten Kissen sind halt irgendwie zu weich. So, dann könnte man noch hier ein Kissen drunter machen, wenn man möchte. Manche haben jetzt hier, auch auf dem Bild ist die Schereposition auf einem Buch, das Titelcover, haben hier 2 Yogakissen unten drunter, um das zu entlasten. Bei deinen zarten Beinen brauche ich das gerade irgendwie gar nicht, merke ich. Und wichtig ist auch ein bisschen das Bein der Frau, ne? Wenn sie jetzt irgendwie so das schief hat, also nicht senkrecht, dann schiebt es mich raus, dreht es mich weg. Drückst mich quasi indirekt weg. Senkrecht ist halt so ein bisschen, sage ich mal, die Norm. Wenn du es mehrere hinter machst, ist es dann egal für mich. Ne? Das kannst du machen, wie es für dich bequem ist. Und das seitliche Kippen kannst du auch machen, wie es dir bequem ist. So, wichtig hier ist, ich habe 90 Grad zu dir mit dem Oberkörper, dann funktioniert es am besten. Sobald ich irgendwie den 90 Grad kleiner mache, drehen sich unsere Ebenen hier unten weg. Ne? Dann drehe ich mich automatisch wieder raus. Also wichtig ist, dass die Ebenen einfach plan aneinander liegen. Genau. Und das automatisch, was du schon machst, dass die Frau ihre Hand aufs Herz des Mannes legen kann und darüber den Kreislauf schließen kann. Weil ich spüre, dass wir jetzt halt intim miteinander verbunden sind, also über Vagina und Penis, aber oben über Herz oder nah am Gesicht zum Beispiel nicht mehr. Und das ist für mich die logische Schlussfolgerung, dass ich dann die Verbindung zu deinem Herz wieder aufnehme, indem ich meine Hand auf dein Herz lege. Ja, voll schön. Genau, also ihr könnt quasi euren Pol so indirekt verlängern oder die Liebe aus deinem Herzen als Frau über deine Hand rauslassen, so oft. Und das ist wie ein Kabel sozusagen. Und ich als Mann kann jetzt hier, also das sind 90 Grad zwischen unseren Oberkörpern und kann aber so plus minus 5 Grad mich irgendwie bewegen, um ihr entgegenzukommen, weil mal ist, die Geometrie ist ja unterschiedlich. Mal ist der Arm länger von der Frau, mal ist er kürzer. Also nicht bei einer Frau mal so täglich anders, aber du weißt, was ich meine, ne? Genau, damit ich jetzt hier nicht, wenn ich jetzt zu nah bin, dann schiebt sie die Schulter hoch. Ich mach das mal, dann schiebst du in die Schultern, das ist unangenehm. Das heißt, ich kann ein kleines bisschen weiter noch weggehen, weil ich kann ja auch ein kleines bisschen hier flexibel sein. Frau angenehm ist, dein Herz zu halten, denn dann tut sie das und das ist einfach wunderschön. Und sprecht, korrigiert, habt keine Angst, das ist einfach Pflicht, miteinander zu forschen.
wie es noch schöner sein kann und sich da nicht irgendwie getriggert zu fühlen, dass man irgendwas hätte falsch gemacht. Ihr seid wie 2 13-Jährige, die Sexualität komplett neu erforschen, weil es ist eine neue Art und Weise des Zusammenkommens, es ist eine neue Sexualität. Ja, ansonsten Kissen unter dem Kopf der Frau. Und für mich natürlich wäre es auch schön, noch Kissen zu haben. Und ihr seht schon hier das Problem, was wir gerade hier produziert haben. Das werdet ihr nach der 3. Schere spätestens selber irgendwie versuchen zu ändern. Ist, wenn das jetzt ein Bett wäre, würde man hängen. Oder ich würde jetzt wieder versuchen, hier irgendwie hier mit auf der Matratze zu sein. Und gehen hier so ein paar andere Sachen nicht. Dann ist es so ein Mischmasch und es fängt an, dass die Ebene wegdreht. Deswegen, wenn ihr wisst, dass ihr die Schere macht, euch von vornherein so rum positionieren, dass es gut ist. Entweder habt ihr ein groß genug Bett oder die Frau geht gleich an die Seite. Wenn ihr wisst, dass ihr jetzt in die Schere reinrutschen wollt, kann natürlich ein Problem sein, dass wenn man, ich löse mal auf, ne? Oder wir gehen mal wieder rückwärts, so als wäre es jetzt die Missionar. Das ist ein bisschen, ne? Bett, wisst ihr? Das kurz hoch, zack, 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 so ein bisschen. Als wird das, also das darf halt nicht auseinandergehen. Man nennt es die rotierende Achse. Angenommen, ihr habt jetzt heißen Sex gehabt, was ich euch ja auch empfehle, dass ihr nicht irgendwie Slow Sex, was viel passiert, was ich jetzt auch gerade mitkriege, viele wollen Slow Sex machen. Ich muss mal gucken, dass dein Gesicht, du bist mit drauf. Viele wollen Slow Sex machen, rutschen dann in den heißen Sex und lassen den Slow Sex dann sein, wo ich sage, nein, hängt den einfach hinten dran. So, angenommen, wir haben jetzt mitten in der Mitte schön gebumst. Und dann können wir ja trotzdem noch jetzt hier eine kleine Korrektur machen, dass wir hier verbunden bleiben und du gehst mit dem Oberkörper zur Seite, weil dann können wir die Diagonalen nutzen. Weißt du, wenn ich 90 Grad zum Schluss liege, so, dann kannst du so ein bisschen noch rumrutschen. Du kannst, genau, mit der Hüfte kannst du 1-2 Mal so ein bisschen zur Seite und Oberkörper, dass du zu der Bettseite da liegst. Und du als Mann kannst dann das ein bisschen mitdrehen und ihr sagen, hey, dein Körper liegt gerade komplett schief da, guck mal, ne, also jetzt zum Beispiel dein Kopf ist gerade mehr schief. Genau, das tut dir wahrscheinlich nicht gut auf Dauer. Das ist jetzt nur so kleine Nachjustieren. Ne? Und wenn ihr euch dann in die Schere legt, dann habe ich hier Platz. Oder es ist halt dieses gewisse Unromantische. Ne? Diese kleinen Zwischenphasen, das ist dann nicht mehr so, alles toll, sondern kurz mal ein bisschen sachlich. Könnte ich jetzt hier ein bisschen so vielleicht mit rübernehmen. So ein bisschen, dass du dann noch ein bisschen drüber kommst, dass ich dann noch mehr Platz kriege. Ne? Kannst du nochmal mit der Schulter ein bisschen dich rüberrobben. Genau. Und dann gehen wir nochmal in die Schere rein. Nochmal mit allen wichtigen Elementen. Wichtigste ist das Handtuch, das vergesse ich meistens auch und sammle mir das dann, wenn ich schon liege, irgendwo auf. In dem Fall, ich gehe nach rechts, also nehme ich das rechte Bein hoch, gehe unter dem rechten Bein lang, mache mein rechtes Bein selber lang. Also man kann irgendwie fast sagen, erst das rechte Bein der Frau lang, dann dein eigenes rechtes Bein lang. Unten drunter wegdrehen und dann die linken Beine einmal austauschen miteinander. Dann legst du dir was unter die Hüfte als Mann. Kannst du noch mal gucken, ich weiß gerade nicht, wie es ist, wie es weniger stark wegrollen kann von sich aus. Ich glaube, so kann es wegrollen. Wenn ich aber so mache, dass wenn es rollt, dann rollt es sich ja auf. Und nochmal schön drunter unter die Hüfte. So, und dann nehme ich mir selbst ein Kopfkissen. Achso, hier die 2 Kissen drunter, kannst du das einfach gerne machen. Meistens macht das die Frau unter meinen Beinen hier drunter. Jetzt muss ich zum Beispiel korrigieren und sagen, das ist zu hoch. Die dürfen mehr neben deinen Oberschenkel, die Kissen. Genau. Und jetzt kannst du deine Hand auf mein Herz legen und ich korrigiere so ein bisschen. Ich sehe das ja auch schon, ob deine Schulter arg irgendwie nach oben sich drückt. Du kannst ein bisschen noch zurückgehen, dass du es entspannt haben kannst. Und man kann auch hier noch ein kleines Kissen drunter legen, wenn das, oder irgendein Stückchen Decke unter die Hand. Ich weiß nicht, wie ist das mit dem Halten? Angenommen, wir schlafen jetzt ein. Jetzt habe ich dir natürlich so ein Kissen unter Sichtachse zu dir. Also irgendwas Kleines. So angenehm. Ja, ne? Einfach miteinander fummeln und in die Kommentare schreiben. Irgendwann mal. Wie ihr das nämlich alles alleine erforschen. Und selbst wenn ich es mit jeder Frau erforschen würde, wäre es für meine Geometrie immer mit rein. Und da ich kein großer Bär bin oder so, kein kräftiger Mann oder großer Mann, ist halt alles individuell mit den. Ne? Ja, sehr gerne. Ich war kurz vorm Einschlafen. Sprich mal. Also der Vorteil finde ich für mich als Frau, das kann
man eine sehr viel aktivere Rolle hat, was die Verbindung betrifft, weil du sie hat jetzt die Hand auch auf deinem Knie, du kannst den Oberschenkel am Knie oder auch am Po quasi besser auf dich zuziehen. Das heißt, die Möglichkeit, die Verbindung noch als Frau besser zu justieren und da einfach noch enger Verbindung zu halten, ist in der Position am besten. Wirklich schön. Also die weibliche Note der Verbindung mitzuteilen und zu signalisieren. Sandra, du kannst gerne teilen, wie sich jetzt für dich anfühlt. Also man hat einen sehr viel aktiveren Posten in der Position, weil man den Oberschenkel des Mannes quasi als Verbindungsseil hernehmen kann. Ja, kann ich bestätigen, ja. Mhm. Ja, guter Einwand nochmal, ne? Also dass du quasi meinen Oberschenkel... Ja, wow, das geht ja richtig nah ran. Ja. Das hatte ich ja noch nicht, den Tipp. Genau. Ja, stellt euch mal vor, wenn jeder irgendwie seine Erfahrung ein bisschen teilen würde, dann wird man es doch zusammengebastelt bekommen als Pioniere, wie es funktionieren kann. Ja. Ja, danke. Wir forschen gemeinsam. Okay. Und das ist die Position... Das ist die Position tatsächlich, wo man auch immer 2 Stunden gemeinsam schlafen kann. Das ist das, wo ich sage, die Ausrede, wir haben keine Zeit als Paar, wir haben 4 Kinder, die zählt ab sofort nicht mehr. Ihr könnt todmüde, 21 Uhr, wenn ihr das mal eine kleine Heilphase hattet für die Vagina und das Weiche einführen könnt, dann könnt ihr euch innerhalb von 2-3 Minuten zusammenlegen, wenn generell die Beziehung so ist, dass die Frau offen ist, könnt ihr euch zusammenlegen, könnt einschlafen, könnt 2 Stunden schlafen, habt euch dermaßen aufgetankt und erfüllt an Slow Sex, an Verbindung. Hier Hand auf dem Herzen, das ist so schön, macht so viel Verbindung bei all dem Stress. Einfach sich hinlegen und schlafen. Die Frau weiß, okay, der Mann will jetzt nicht noch irgendwas nach dem ganzen Tag, den sie gerockt hat. Und mitten in der Nacht kann man dann aufwachen, einer von beiden, und fängt vielleicht an noch ein bisschen mit seinen, wenn die Frau jetzt irgendwie wach wird, könnte sie mit ihrem Beckenboden ein bisschen spielen, um den Penis wach zu machen, wach zu küssen mit ihren inneren Muskeln, um ihn zur Erektion zu bringen oder groß zu machen. Und der Mann könnte ein kleines bisschen Bewegung machen oder man weckt sich liebevoll und kann den heißen Sex einfach noch hinten dranhängen, dass man in der Nacht dann zum Beispiel, kann ich nur die Erfahrung teilen, dass die Frau jetzt sagt, okay, da ist sie viel sensibler gewesen und einfach ausgeruhter, so nochmal erfrischt und fühlt einfach viel mehr, dann in der Nacht nochmal eine halbe Stunde den wilden Sex hat, den man sonst irgendwie übelst fertig abends machen würde, 22 Uhr. Einziges Problem gebe ich zu, und das ist nach wie vor die Achillesferse von dem Ganzen, ist mit der Verhütung muss man halt gucken, wie man das als Paar regelt. Das müssen wir separat alle zusammen erforschen. Mit der was? Verhütung. Verhütung. Weil theoretisch kannst du Slow Sex ja machen, ohne dass... Ja? Warte, ich mache meinen Satz erst zu Ende. Theoretisch kannst du ja Slow Sex... Ich mache kurz meinen zu Ende. Slow Sex finde ich persönlich wesentlich weniger unsicher, weil eigentlich sollte ja keine Erektion stattfinden in dem Maße, dass er so hoch gepusht ist, dass er kommt. Hängt aber allerdings alles individuell vom Mann ab, ob er generell früh kommt, wie die Phase der Frau ist nach den roten Tagen oder in den roten Tagen. Oh Gott, nee, ich habe nicht so reingefummelt. Ich habe ein ganzes YouTube-Video zur Verhütung gemacht, auf das möchte ich verweisen, nicht, dass ich jetzt hier Ärger kriege. Ich übernehme keine Unterhaltszahlung für Kinder, aber das ist ein Thema, das müssen wir noch gemeinsam echt ein bisschen noch mehr erforschen, ja. Was wolltest du sagen, Birgit? Genau, also ich wollte noch eins sagen, und zwar die Scherenposition ist, ich finde auch, also die Missionarstellung, da ist die Frau ja sehr passiv und sehr liegend und sehr nehmend. Und oftmals kommt ja da sehr viel Trauma bei den Frauen hoch, dass sie quasi also genommen werden, dass sie passiv unten liegen und so weiter. Als Einstieg in den Slow Sex finde ich die Scherenposition aus der Frauensicht viel heilsamer, weil es ein aktiverer Part ist und weil die Beine, also es ist quasi nicht, der Mann liegt nur zwischen 2 breiten Beinen, sondern die Beine sind quasi, also es ist nur ein Bein zwischen meinen Beinen. Ich bin nicht komplett
Umschlossen. Verstehst du, was ich sage? Der Faktor der Wehrlosigkeit. Genau, der Bild. Halt einfach, Wehrlosigkeit ist traumaaktivierend und der ist halt einfach in dem Kontext für Frau wesentlich geringer, weil Schenkel geöffnet, Wehrlosigkeit ist gleich Wehrlosigkeit, wesentlich verringert ist. Bei Missionar sind die Schenkel der Frau halt sehr weit in Anführungszeichen gespreizt, ist gleich Wehrlosigkeit, ist gleich Trauma, kann hochkommen, kann viel schneller hochkommen. Bei der Schere sind halt die Schenkel der Frau so weit gespreizt, wie der Schenkel des Mannes breit ist, in Anführungszeichen. Und die Schenkel, oder in dem Fall die Knie, können auch, Sandra, korrigiere mich gerne, aufgestellt bleiben. Das verleiht auch nochmal ein bisschen mehr Sensibilität oder Feinheit oder Aktivität für die Frau. Und das zahlt halt einfach alles am Ende auf das Konto Sicherheit, Loslassen, Hingabe ein und was dann alles auch wieder auf Heilung, Verbindung geht. Also in dieser Position habe ich definitiv mehr Spielraum. Ne? Ich fühle mich einfach frei. Genau, das meinte ich. Das meinte ich. Ja. Ja. Also mehr Spielraum, dadurch mehr Sicherheit, weil also du fühlst dich nicht so übermannt vielleicht, sondern du fühlst dich in der aktiveren Position. Deswegen, und zusätzlich kommt natürlich bei der Position dazu, dass man auch wirklich super gut einschlafen kann. Also das heißt, es ist so eine einfacher Start und langes Sein in der Position. Ja, und mega bequem. Also mein Hauptzauberwort heißt an der Stelle an den Mann, also benutzt deine Hüften nicht. Also beweg dich nicht so, wie du es jederzeit irgendwie von normalen penetrativen Sex gewohnt bist, sondern halt deine Hüfte einfach still. Also das ist das, was ich jetzt den Männern hier noch mitgeben will. Beweg deine Hüfte nicht. Und was halt auch noch wichtig ist, Kissen. Also es gibt halt nicht so viele Kissen, sondern erst wenige. Und bezogen, Leo, was du vorhin gesagt hast, hier liegt ja jetzt Kopf, also die Distanz Kopf, Frau Kopf, Mann Kopf ist ziemlich weit. Da kann auch je nach, ich sag jetzt mal, Länge der Männlichkeit Mann auch einfach noch ein bisschen so rutschen, dass er schon noch, dass die Verbindung bestehen bleibt und gleichzeitig das Becken so hin verlagern kann, dass der Mannkopf halt einfach näher zur Frau kommt. Also das funktioniert auch noch. Und am besten gar nichts hören, sondern nur ausprobieren und spielen. Und da vielleicht vorher, keine Ahnung, ob das jetzt ein anderes Thema ist, das Agile Manifest noch kurz vorlesen und die Schönheit des Scheiterns einladen. Und Scheitern ist halt nicht das Prinzip von, wir haben einen Weg gefunden, wie es nicht funktioniert, jetzt hör mal auf und tun es nie wieder, sondern wir haben einen Weg herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Cool, wir haben jetzt 99 Wege noch vor uns, wie es funktionieren könnte und da sich da auf das Schöne und das Verbindende konzentrieren. Ja. Aho. Okay. Ja, also grob den Impuls nochmal zusammengefasst. Du warst nicht ganz so vielleicht auf meinem Mikrofon, sondern ich weiß auch gerade gar nicht, ob das hier noch an ist. Mal gucken, ob das wackelt da oben. Nee. Darf ich mich kurz von dir lösen? Liebevoll. Dann machen wir auch gleich nochmal, wie man das sanft hinausgehen macht. Das Mikrofon, doch, es ist noch an, okay. Weil das blinkt hier nicht. Ja. Okay. Was du gerade schön gesagt hast, ist, dass in der Missionarsstellung, ich wiederhole es nochmal für das Mikrofon, die Frau sich vielleicht ein bisschen übermannt fühlt oder dass nochmal altes Trauma hochkommen kann, weil dieser Bär so auf ihr liegt, ne? Und dieses, so kennt sie Sexualität. So, ich glaube, Osho hat mal so gesagt, eigentlich sollte die Frau auf dem Mann sitzen beim Sex, weil sonst bist du nicht wie so ein Tier, das da so drauf liegt, ne? Ich finde trotzdem, die Missionarstellung ist meine persönliche liebste Stellung noch irgendwie, gerade wenn man so in das Wilde reingeht, auch in das animalische Dominanz so ein bisschen. Und ansonsten ist die Schere die Slow-Sex-Position schlechthin. Und man kann auch in der Schere das weiche Einführen machen, das machen wir jetzt auch gleich noch. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu zeigen. Allerdings ist es ein kleines bisschen schwieriger. Also auf der Lernkurve würde ich erst sagen, macht mal 20 Mal in der Missionarstellung das weiche Einführen und dann kriegst du das auch leichter vielleicht in der Scherenposition hin.
Für mich als Mann ist es sogar noch schöner in der Scherenposition, das Weiche einführen, weil ich muss gar nichts tun. Das war zum ersten Mal, ich habe immer wieder die Erinnerung dran, immer wieder so, oh, ja, dann mach mal. Ich kann jetzt gerade gar nichts machen. Das ist einfach, meine Hüfte ist einmal fixiert durch das Handtuch und dann ich sehe noch nicht mal, was da geschieht, weil da das Bein dazwischen ist. Mach mal jetzt. Und kann zum ersten Mal wirklich mich ablegen und entspannen und einfach nur mal auf das Fühlen konzentrieren, auch gerade wenn sie da so pinselt. Wir tun mal so, ne, als hättet ihr jetzt schon ein paar Mal das geübt, so dass ihr das schon könnt. Mit dem Weichen einführen und machen das jetzt nochmal in der Schere und dann zum Abschluss noch das Hinausgehen und dann sind wir heute mal gut in der Zeit. Okay, das ist auch was anderes, wenn man nicht, also angenommen, wir sind jetzt nackt, kommen gerade aus der Dusche oder sowas, abgeschafftes Paar am Abend, wir können das schon ein bisschen mit dem Slow Sex, das ist jetzt so ein bisschen so die Zielvorstellung, wo man hinkommen könnte nach einem halben Jahr Heilweg und lernen miteinander, legen uns gleich in die Schere. In dem Fall würde ich mich diagonal gleich ins Bett legen. Du legst dich so diagonal ins Bett. Also angenommen, und das Bett ist jetzt nicht breit genug oder sowas, genau, kannst du dich einfach diagonal reinlegen. Ja? Ein bisschen kannst du dir vielleicht noch am Kopf ein bisschen Platz gönnen, da ist ja gar nicht so, genau. Genau, weil dann können wir das wie so ein X nutzen, wie als würdest du so ein großes X auf die Matratze malen. Sind wir dann etwa? Okay, dann nutze ich mal das Reinkrabbeln, beide Beine kurz zur Seite. Hoppala. Wie war es? So rum. Muss man auch ein bisschen mal fummeln, aber wenn du es einmal verstanden hast, dass halt das Bein senkrecht sein muss, damit hier die Ebenen aneinander kommen, dann ist es auch relativ schnell irgendwie drin, wie denn die Schere jetzt nun genau aussah und sieht. Und ich muss kurz auf das Video achten. Nimmt es mich mit? Nee, aber wir sind drauf. Okay, das Allerwichtigste, das Handtuch. Das ändert alles. Zack, drunter. Ist erstmal ein bisschen unromantischer Hüpfer und Druck, aber tut zum Schluss das, was es soll. Ich lege mich jetzt hier hin. Wir sind nackt, aber noch nicht verbunden. Beide Kissen hier drunter. Ich merke zum Beispiel, hier wäre eigentlich hier unten noch ein bisschen mehr Stütze gut. Beim nächsten Mal würde ich hier gerne ein längeres Kissen haben, wenn wir es hätten, ne? Damit das hier nicht so rumdreht. Also optimal wäre dann wahrscheinlich da 2 60er aufeinander. So, deine Hand könnte theoretisch schon mal irgendwie kurz gucken, wo ich liegen kann dann später. In dem Fall schon zu Ende, ist aber 1,40 Meter. Selbst da geht es, wenn wir diagonal liegen. Ja, ab 1,60 Meter wird es natürlich ein bisschen geräumiger. Oh, dann, ja, ne? Wie ist das mit dem Knick im Arm? Das hört sich bisher noch gut an. Okay, und wir sind noch nicht verbunden. Und jetzt liege ich quasi eingequetscht hier mit dieser Rolle, zwischen der Rolle und ihrem Schoß. Ist natürlich dann auch nochmal eine Sache, wenn er jetzt schon leicht ein bisschen bewusst mich auf die Rolle drauf drehen und den Platz machen. Aber wenn ich mich jetzt entspannen würde, würde ich eigentlich hier reinfallen. So, und dann kannst du jetzt quasi, jetzt haben wir uns ausgerichtet, ja auch mit der Armlänge, und jetzt kannst du quasi meinen Penis nehmen, erstmal schön einölen und dann kannst du mal so kurz so tun, als würdest du es machen. Und dann pinseln. Könntest du zum Beispiel dann, angenommen, der ist noch sehr klein, könntest du dir richtig Genuss damit verschaffen. Und für mich fühlt sich das, also das könnte man eigentlich auch mal wirklich mal 10 Minuten lang machen, das wäre auch das schön. Dass ich als Mann nichts muss, völlig entspannt bin und Gefühle an meiner Penisspitze spüre, der noch nicht mal steif ist. Und gleichzeitig du ja auch. So, das wäre eigentlich auch mal echt, wenn ihr das jetzt umlernen wollt, dann irgendwie auf das Weiche einführen in der Schere, dass ihr das mal wirklich genießt, irgendwie nur keine Eile habt. Ja, und dann kannst du den da langsam reinnehmen. Wie gesagt, auch hier, als Frau kurz vorher wirst du wahrscheinlich mal hochgucken, was da eigentlich ist, aber zum Schluss musst du den Kopf ablegen, damit dieser Ring nicht verspannt. Mein Kissen. Hm? Dann komme ich mit meinem Häschen. Genau, dann kannst du mit der Häschenzange kommen, die von oben kommt. Genau, das von oben gucken, die Häschen. Was ich manchmal noch mache oder gut auch geht, wenn du hier noch ein Kissen drunter legst, dass ich noch irgendwie, müsst ihr mal gucken, wie das bei euch passt mit der Anatomie, hier ihren Minuspol halte, die Gebärmutter, den Gebärmutterraum, dann später in der Position. Alles ein bisschen individuell. Ich mag das eigentlich immer nicht, weil ich Rezepte geben mag, aber von den Rezepten ausgehen könnt ihr dann verändern und gucken, wie es bei euch passt. Später gäbe es dann noch den weichen Blick, aber das machen wir beim nächsten Mal.
Okay. Ganz wichtig, jetzt noch zum Schluss das sanfte Hinausgehen. Angenommen, es sind jetzt 1,5 Stunden rum, wir gehen jetzt nicht in heißen Sex über, sondern irgendwie es ist tagsüber und wir wollen jetzt einfach das damit beenden oder nachts und jetzt einschlafen oder was auch immer. Schlimmste Fall ist DHL-Briefbote, weil dann hat man nicht wirklich viel Zeit. Aber selbst da muss man, also wenn der Postbote kommt, macht es etwa in der Geschwindigkeit. 4, 3, 2, 1. Liebevoll rückwärts rausgehen als Mann, den Penis nochmal neben die Penisspitze und nochmal kurz küssen und wir machen in der Zeit einen Luftkuss zueinander. Und dann kannst du langsam, auch wenn der Postbote klingelt, der klingelt noch ein zweites Mal oder so, wenn ich rennst du hinterm Auto her, dich langsam rausdrehen, nicht gleich in einem Hetzen. Jedes bisschen, was du hier zu schnell machst, ist wie ein kleiner Schock auf das System. Da musst du wirklich achtsam sein, wie so ein heißer Draht. So, und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr es aber auch bis 5 Minuten ausdehnen. Ne? Der eine sagt vielleicht, er muss mal auf Toilette oder er hat Hunger oder es reicht für heute oder er muss gleich auf Arbeit oder los oder was auch immer. Oder in 5 Minuten müsste der Film von den Kindern zu Ende sein und möchte jetzt beenden. Dann sagt der eine Partner, wir machen es mal so, du sagst mal 4. 4. Und ich genieße einfach noch so ein bisschen, ich habe es wahrgenommen, wohin sie möchte, dass sie jetzt in die langsame Trennung gehen möchte. Und spüre noch mal rein und das ist völlig okay. Ich darf mir meine Zeit nehmen, die ich möchte. Vielleicht nicht unbedingt länger als eine halbe bis 1 Minute, je nach der Situation halt abschätzen. Ne? Ein bisschen Taktgefühl mute ich euch zu. Und dann sage ich liebevoll und sanft, irgendwann 3. Ich gehe das jetzt nicht so sanft hin, wie ich es sage. Ich bin in so einem schnellen Modus. 2. Es ist auch schön, sich dabei in die Augen zu schauen. Das hat echt viel Tiefe. Und ich sage 1 und gehe nicht sofort raus. Ich kann nach der 1 noch ungefähr, wenn man als Mann Zahlen braucht, halb so viel Zeit nehmen, wie vorher die Pausen waren. Und dann registriert ihr die Frau durch mein langsames meine Hand nehmen, von ihr langsam ablösen und zu meinem Penis runterfahren. Dann nehme ich meinen Penis und ziehe ihn langsam, ganz langsam raus, wie eine Schnecke. Und da werdet ihr auch merken, beim Rausziehen manchmal erst krass, wie sehr die verbunden sind miteinander, wie sehr die Joni ihn eingesaugt hat, wie sehr sie ihn festhält, wie da so ein Vakuum entstanden ist, wie so ein liebevolles Festhalten. Oh, ich will eigentlich noch nicht, dass du gehst. Und dann ziehst du ganz langsam den Penis raus. Fest nochmal dahinter an, sodass du das Köpfchen unter Kontrolle hast und gehst nochmal bewusst, nachdem du aus dem Kontakt gegangen bist, um 1 bis 2 Zentimeter noch hingegangen bist, also sich der Kontakt wirklich physisch gelöst hat und beide gerade so ein Traurigkeitsschock, da kommt wirklich eine Trauer, so ein Traurigkeitsschock haben, nochmal dieses, hey hier, ich bin nochmal kurz da, nochmal so diesen Kuss. Während du das machst, macht den Luftkuss, schaut euch dabei in die Augen und dann ist diese Trauer auch nur noch halb so schlimm in dem Moment schon wieder. Und ein bisschen Trauer bleibt sowieso immer, also weil ihr aus der Einheit in die Zweiheit geht, in die Vielfalt. Das ist immer, jede Sehnsucht nach Beziehung, nach irgendwie einen anderen, ist die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach Einheit. Osho sagte das so schön, Trennungsschmerz ist die Sehnsucht nach Gott, ob du es nun möchtest oder nicht, ist dabei egal. Wenn ich aus der Einheit zurückgehe in die Trennung, in Ich und Du, ist da immer eine Traurigkeit da im Herzen. Aber auch die darf man halt annehmen, wenn man weiß, wie man sich wieder mit der Schere und dem weichen Einführen in die Einheit begeben kann. Und irgendwas Wichtiges wollte ich gerade noch sagen, jetzt ist es wieder weg. Naja, kommt vielleicht wieder. Wollt ihr noch was sagen? Ich hoffe, das Video ist nicht eingefroren.
Okay. Genau, und dann der letzte Punkt für heute, lass das danach dein Lehrer sein. Das hatte ich das letzte Mal schon angemerkt und das ist ganz essentiell, dass ihr danach reinfühlt, hey, wie geht's mir und wie geht's mir in der Beziehung mit meinem Partner? 3 Minuten, 3 Stunden und 3 Tage danach, so grob, wenn man das jetzt so irgendwie sagen möchte. Wie geht's uns miteinander? Und hat man letztens schon gehabt, bei dem normalen Sex, ob wir uns da vielleicht tendenziell mehr streiten, durch diesen High Peak auf dem Dopaminsystem, durch den Orgasmus, kommt es danach zu einem Chaos im System und das muss erstmal wieder pegeln in die Homöostase, in sein natürliches Gleichgewicht. Und da haben wir dann irgendwann das, was erst so unglaublich hoch, ist das schön, uns eingekauft haben, mit Kredit, geht dann erstmal wieder in eine Talfahrt und dann fühlen wir uns irgendwie schlechter und krummeln ein bisschen rum. Ich persönlich werde emotionaler irgendwie nach dem Orgasmus den Tag danach oder es ist ein energetisches Loch auch von 1 bis 1,5 Tagen, das kenne ich auch von anderen Männern bestätigt. Und das, was wir da als Erleichterung wahrnehmen, ist eigentlich nur Erschöpfung. Und dass ihr da einfach mal reinfühlt in euer Miteinander, weil das Oxytocin macht halt dieses liebliche Verbundene. Das ist mehr dieser Talorgasmus, diese zarte, prickelnde Ekstase, so als wenn du Sterne anschaust und staunst, wie du immer mehr siehst, wenn du in dieses Nichts schaust. Während halt, wenn dieser High-Peak-Orgasmus, das ist ein Bergorgasmus im Tantra, ja, geht halt kurz auf die Spitze und dann auch ziemlich steil wieder runter, wenn du weiter zeitlich gehst. Da war gerade wieder irgendwas, was ich noch sagen wollte, ist wieder weggeflogen. Naja. Also lass das danach dein Lehrer sein. Das ist so der beste Spruch. Kein anderer bewertet das als ihr selbst, welcher Sex in Anführungsstrichen der bessere ist. Ich zum Schluss behaupte, oder ich möchte beides haben, gerade weil wir noch so jung sind und auch das Wilde drin haben. Wenn das Herz dabei ist, wenn die Liebe dabei ist, dann ist jeder Sex schön. Präsenz und Herz. Und Herz bedeutet ja, oder Liebe, eins fühlen, wenn die Absicht wirklich da ist. Ich möchte mich eins mit dir fühlen. Und das führt automatisch dazu, dass du sanfte Berührung machst. Dass du achtsam bist, dass du bewusst bei dem anderen bist und bei einem euch, einem wir. Dass du nicht dein Ding durchziehst oder vorauseilst oder irgendein Hormon hinterherjagst und von ihm getrieben bist. Naja, und irgendwas wollte ich noch sagen, aber es ist weg. Das kommt schon noch. Wir können ja alle ganz kurz noch die Minute genießen. Jeder kann mal bei sich selbst ankommen und vielleicht finde ich dann auch die Sachen wieder. Nochmal diesen kleinen Tipp, was wir immer dabei haben, ist unseren Atem. Findet den Umkehrpunkt zwischen Einatmen und Ausatmen oder andersrum beim Ausatmen zum Einatmen. Und setzt deinen Verstand darauf an, genau diesen Umkehrpunkt zu finden. Da wirst es auch in dir ruhig. Machen wir mal einfach eine Minute und ich gönne mir die Zeit.
Wie zerstört man diese Stille? Egal wie, man zerstört sie. Was ich vorhin noch sagen wollte, ich hatte es beim letzten Mal schon angemerkt, wenn ihr aus dem heißen Sex kommt und euch in die Schere legen wollt, ich habe immer wieder diesen Fehler gemacht, aber der Penis zieht sich zurück aus dem irrigierten Zustand in den weichen Zustand und zieht sich dabei innerhalb seiner Vorhaut rein. Dann ist das Problem, dass du da nicht mehr so viel spürst und es ziemlich sich frustrierend anfühlen kann, nicht zu spüren. Zumal wir Männer generell darauf konditioniert sind, unseren Penis nur durch Bewegung zu spüren. Und ihn dann in Stille, ruhend in der Vagina zu spüren, ist eher ungewohnt und kann frustrierend sein, weil man dann scheinbar erstmal nicht spürt. Dann Punkt 1 ist halt vorher die Vorhaut zurückziehen. Also bevor ihr euch in die Schere legt, nochmal ein kleines bisschen Platz machen, 2 cm dazwischen greifen und nochmal die Haut am Penis runterziehen und dann gehst du nochmal ein bisschen rein. Es gibt auch halt diese Position, dass wenn der Mann das organisiert, dass der weiche Penis reingeht, dann nenne ich das Stopfen. Manchmal ist es funktional und praktisch und notwendig, fühlt sich für die Frau nur so semi an und für mich ist es auch nur einfach ein praktisches Tun, aber manchmal ist es auch einfach besser oder notwendig oder wenn die Frau die Vagina schon einigermaßen geheilt ist, kann sie drüber weglächeln. Also kurz ein bisschen den Penis rausnehmen, die Haut runterziehen, wenn er schon so auf einem halben Weg nach unten ist und weich ist und dann kannst du ihn wieder reinstopfen, dann ist er ja nochmal aus deiner Haut rausgedrückt mit dem Köpfchen nach draußen, sodass deine Eichel frei liegt und in der Vagina wirklich spürbar ist. Zweiter wichtiger Punkt, der mir gerade noch einfällt, ist, wenn du da reinspürst als Mann und bevor du frustriert wirst, siehst einfach wie ein Sternenhimmel, das große schwarze Nichts, du spürst nichts. Damit erstmal klarzukommen, ist eine Challenge für uns Männer. Guck einfach und frag dich, ist da nicht irgendetwas in dieser Dunkelheit, in diesem Nichts, das ich spüren kann? Und irgendwann kannst du auch erweitern, ist da nicht irgendetwas, was sich schön anfühlt? Und wenn du dich zum ersten Mal entspannst und sagst, okay, das ist jetzt die Situation, kann in 10 Minuten anders sein oder eine Stunde oder morgen haben wir wieder heißen Sex. Jetzt ist das gerade das, was ist. Etwas Neues, was ich lernen möchte. Ich entspanne mich und sehe, okay, einfach mal in den Himmel, in die Dunkelheit. Und da bringe ich auch gerne den Disco-Metapher. Stell dir vor, Stroboskoplicht in der Diskothek, bam, 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 es ballert übelst rum. Und ich bringe euch jetzt raus von dem einen Sex, der so sensationsgeladen ist, in den anderen, der sensitiver ist, und sage, schaut doch mal raus, guckt mal in den Himmel. Und dann seht ihr erstmal nichts. Das heißt, es gibt diese Lücke, diesen Gap von, wo sich die Augen adaptieren müssen. Und das ist die größte Hürde, dass man dann halt irgendwie sagt, okay, wir fangen jetzt Slow Sex an, aber dann irgendwann merkt man immer wieder, ist nicht so einfach. Es war einfacher zuzuhören und zu fantasieren, aber wenn ich es dann wirklich fühle, ist es richtig, richtig schwierig. Und dann rutscht man wieder in das Alte zurück und dann verurteilt man sich dafür und hin und her. Und ich sage euch, bitte hört auf damit, macht einfach beides. Packt es einfach regulär zusammen, dass beides zusammen ist, 50-50. Macht mindestens genauso viel Slow Sex, wie ihr wilden Sex oder anderen Sex habt. Das ist ja damit schon abgetan, indem ihr euch zum Beispiel zum Schluss hinten dran in den Slow Sex legt. Oder ihr könnt erst mit Slow Sex starten und dann den wilden machen, wie auch immer. Probiert es ein bisschen aus. Nehmt euch nicht irgendwie jetzt groß vor, auf Orgasmen zu verzichten oder alles. Das macht es zu hart, das Training. Manche machen das, manche sagen, wir machen die nächsten 6 Wochen nur Slow Sex. Das ist unsere Grundeinstellung. Wenn jemand was anderes haben möchte, dann soll das sagen. Aber wenn wir von Sex sprechen, dann ist jetzt unsere Grundeinstellung für die 6 Wochen Slow Sex. Das kann man machen, probiert es miteinander aus. Streitet euch bitte nicht drüber, merkt einfach, okay, wir sind Forschende und da kann man stolpern. Ja. Wenn mir noch Punkte kommen, da ist schon wieder einer weggeflogen, der noch zwischendurch kam, während ich geredet habe. Ich werde ihn einfach hinten anfügen. Und was ich echt merke, dass es sehr verbindend ist, auch jetzt bei uns. Wir kennen uns gar nicht und Ja. finde ich auch sehr spannend, wie viel Energie da schon geht. Durch die Hose, durch. Definitiv. Ja. Wir
alle sind Energiewesen. Ja. Das ist für mich noch so eine Forschungsfrage. Ist das mit jedem, der so offen ist, ähnlich gleich? Oder liegt es daran an dem Entwicklungslevel, wie sehr jemand in seiner Energie spüren kann? Ich denke, es ist eine Frage des Bewusstseins. Das heißt auf Deutsch, wenn du deinen Partner testen möchtest, also einen potenziellen Partner testen möchtest, ob er dein Freund werden könnte, dann leg dich in die Schere, dann spürst du anhand des Energieflusses, ob es einer werden könnte oder nicht. Okay, ihr Lieben. Wie gesagt, sollte ich noch Ergänzungen haben, hänge ich die einfach ganz plump hinten dran. Ja, dann 4, 3, 2, 1 und ein langsames Rausgehen. Und 18:00 Uhr, wow. Die Dame wollte heute nicht überziehen und damit sie kommt, habe ich gesagt, ich mache das Programm extra kürzer. Danke dir. So, ihr Lieben. Genau, möchtest du noch was sagen? Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich fühle mich sehr berührt, sehr verbunden mit mir, sehr verbunden auch mit dir. Und ja, sehr entspannend. Und danke, dass du Slow Sex in die Welt bringst. Danke für dein Danke. Ja, das ist auch das Magische an dem Slow Sex, dass es halt, vorher bist du als Mann immer so ich kenne das von mir, so dieses Hündchen, das um die Frau tänzelt und wann gibt es mal wieder Sex? Wann gibt es Sex? Am Rockzipfel ziehen so. Ne, hat vieles auch mit zu tun, mit Männlichkeiten hin und her. Und durch den Slow Sex bist du so erfüllt mit der Verbindung, durch die Verbindung, dass du so gut mit dir bist, aber zeitgleich auch mit deinem Lieblingsmenschen, mit dem du das machst, dass es einfach schön ist. Es gab mal ein paar, noch kurz noch die Anekdote, die haben sich so verkracht und so und waren aber halt noch zusammen faktisch, dass sie sich eine riesige Wohnung gekauft haben, damit jeder sein eigenes Schlafzimmer, sein eigenes Büro hat und hin und her. Und dann haben die Slow Sex gemacht und zum Schluss haben die beide Schreibtische in ein Zimmer gepackt, beide Betten in ein Zimmer und wollten einfach nur noch zusammen sein den ganzen Tag. Und trotzdem halt jeder mit sich. Ne? Sehr schön. Ja, also meine Erfahrung ist auch, dass es sich ganzheitlicher anfühlt, Slow Sex zu praktizieren, als jetzt immer nur heißen Sex. Und dass es auch länger anhält. Das Gefühl, was man halt so von Verbindung mit sich trägt. Ja, ich habe so einen Eindruck, so eine halbe Woche. So. Aber es ist wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich. Aber es ist auch ein bisschen wie Fitnessstudio. Wenn du einmal die Woche gehst, ist es immer so ein bisschen... Wenn du zweimal die Woche gehst, ist es eine gewisse Routine. Aber wenn dann einmal wegfällt, dann ist schon wieder so dicht an der Grenze, ne, zu Und wenn du dreimal gehst, ist es nicht schlimm, wenn mal einmal wegfällt. Deswegen würde ich auch empfehlen, verabredet euch zu 3-mal oder macht es einfach zur Routine, dass ihr jeden zweiten Abend oder wie auch immer, ne, aber wenigstens das Zusammenlegen, das gibt ja keine Ausrede mehr für die Zeit. Denn wenn ihr 3-mal als Standard für euch macht, dass ihr versucht, euch 3-mal zu begegnen und einmal fällt weg, warum auch immer, dann seid ihr bei 2-mal und das ist gut. Aber wenn von 2-mal einmal wegfällt, seid ihr über das Gute hinaus schon drunter gefallen. Das heißt, lieber irgendwie immer mit mehr rechnen und dann auf die gute Grenze zurückfallen, als von vornherein mit zu wenig irgendwie da reinzugehen. Ja. Sich Zeit nehmen ist das Allerwichtigste. Euch wird es keiner geben. Es kommt keiner vorbei und schüttet euch irgendwie eine Gießkanne Zeit hin. Es ist eure Priorität für Verbindung. Darum geht es im Slow Sex. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leo, danke dir. Tschüss. Ciao, servus. Ciao. Ich gehe kurz pinkeln und dann noch kurz Feedback und dann geht's los. Gibt es von euch irgendwo noch eine Frage? Ich wollte den Raum jetzt nicht so schließen, aber wenn noch was da ist, ich bin noch da. So, sie muss jetzt leider los. Ich brauche mir noch ein bisschen Licht hier von vorne.
Sie hat mir gerade ein total schönes Feedback gegeben und ich habe leider nicht die Aufnahmetaste gedrückt. Ich bin gerade ein kleines bisschen ärgerlich, aber es nützt nichts. Ich muss es das einfach irgendwie zusammenkriegen. Das Faszinierende war, was sie sagte, mal davon abgesehen, dass sie das alles total schön fand und berührend und dass ich anscheinend präsenter Mann bin und dass es einen riesigen Unterschied macht, ob ein Mann da ist oder nicht für die Frau. Und dann waren eben auch solche Punkte, hier ist so ein Hall, das ist das Spannende, hier ist hier genau in der Mitte, das ist so eine Säule von 50 Zentimeter, da klingt der Ton ganz anders. Dass durch den Augenkontakt und so viel Nähe entsteht. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich bin einfach kein Mann, der sich verpisst. Ich bin einfach da, ich bin präsent. Also sie meinte, dass das Tolle ist, dass du so präsent bist, dass du da bist. Und ich meine, ja, okay, ich bleibe einfach in der Verbindung. Ich hau nicht ab aus Angst vor Tiefe, vor Nähe. Da einfach der konkrete Hinweis an dich, Bruder, Augenkontakt. Gucke in ein Auge und bleib dabei. Und du wirst diesen Drang vielleicht spüren von, oh, das ist mir unsicher, das ist unbequem. Du willst abhauen, du willst dich verpissen vielleicht. Und das ist aber das, was dich präsent hält, dass du da bist, nahbar und fühlbar für die Frau, dass du in diesem Kontakt mit ihr bleibst, dass du die Hände vielleicht auf ihr sanft abliegen hast und einfach da bist. Das ist das, was eine Frau möchte. Das ist auch prinzipiell auch das Gesamtfazit von Soul Sex Buch zum Beispiel. Die Frau muss lernen, sich wieder zu öffnen, weil sie jetzt weiß, okay, es geschieht jetzt anders, Sexualität als damals, komplett anders. Und der Mann muss lernen, präsent zu sein, da zu sein, bei ihr und nicht irgendwo in seinem Kopf, in seinen Gedankenwelten. Und was hat man noch? Dass sie es sogar viel, viel schöner findet, dass sie nichts über mich weiß, dass sie keine Geschichte hat, kein Bild über mich im Kopf, weil dann kann wahre Begegnung stattfinden. Das ist jetzt bei uns der Spezialfall hier, weil wir kennen es wirklich gar nicht. Die war für 10 Minuten, 5 Minuten eher da, bevor das hier angefangen hat. Kam jetzt einfach hier so ein bisschen, glaube ich, aus dem, weiß nicht, von dem Dorf, so ein bisschen aus der Szene so, wo die auch so viel mit Achtsamkeit und Körperlichkeit ein bisschen ins Bewusstsein tanzen. Das ist dieses typische, wie Eckart Tolle auch sagt, zeigt einem Kind einen Vogel und sagt Amsel und es wird nie wieder den Vogel sehen, nie wieder die Realität sehen. Und so nehmen wir uns auch nicht mehr wahr, wenn wir anfangen erst zu reden und dann hat jeder seine Bilder über den anderen. Letztendlich, Osho sagt auch so schön, im Bett sind nicht 2, sondern 6 mindestens irgendwie. Ne? Mein Bild, mein Körper, ich bin hier, eigentlich sind es so viele, die passen alle gar nicht ins Bett. Der Körper ist hier. Mein Bewusstsein, das irgendwie das wahrnimmt, was hier geschieht, ist hier. Mein Bild von mir ist hier, mein Bild von dir ist hier und das Ganze beim anderen auch nochmal. Ne? Das sind schon mal mindestens 6, wenn nicht sogar 8 oder 10 Sachen, die hier auf einer Matratze sind. Und das miteinander versuchen in Einheit zu kriegen, zumal da Anteile dabei sind, Schmerzkörper und Ego, die gar nicht in Einheit kommen wollen, weil sie leben von der Getrenntheit. Der Schmerzkörper ist der Schatten des Egos und das Ego lebt nur von ich und du. Du da drüben, ich hier. Das Ego möchte nicht in Einheit gehen, deswegen, um diese Schönheit zu erfahren von so einer Begegnung, müsst ihr den Mut haben, euch selbst, ich, loszulassen. Die Idee von dir selbst ist nur eine Idee von dir selbst. Es hat nichts mit der Realität zu tun. Und kein Mensch, kein anderer Mensch, nicht ein einziger anderer Mensch sieht deine fucking Idee von dir selbst. Nur du. Deine Mutter sieht dich ganz anders, dein Vater sieht dich anders, dein Bruder sieht dich anders, der Verkäufer sieht dich anders, dein Kunde sieht dich anders, den Menschen, denen du begegnest, jeder sieht dich anders. Jeder sieht dich aufgrund seiner Filter, seiner Vergangenheit. Und wenn du nur mit einer Oberkörper frei rumläufst, als Mann in der Stadt oder eine komische Jacke an hast als Frau, jeder sieht dich mit seinem Filter, seiner Vergangenheit. Er sieht nur eine Repetition seiner eigenen Vergangenheit. Also macht es gar keinen Sinn, deine Idee von dir selbst aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Nimm es locker. Das ist einfach nur eine Schublade. Pack dieses Bild weg. Und deswegen auch die Herabsetzung des Egos zulassen. Das ist die beste spirituelle Übung. Jemand sagt dann was gegen dich und du merkst, oh, das macht was mit mir und ich tue mal nichts. Ich agiere nicht, ich reagiere nicht.
ich argumentiere nicht, ich verteidige nicht mich oder dieses Bild von mir vielmehr, weil ich bin ja hier und das Bild ist da. Und es fühlt sich an, wie wenn was stirbt, aber wenn du dich de-identifiziert hast, wenn du Abstand zwischen dir und diesem Bild von dir gebracht hast, dann stirbst nicht du. Wenn du vollkommen identifiziert bist, fühlt es sich an, als würde dir jemand tatsächlich direkt gerade einen Finger oder eine Hand abschneiden. Was ja auch passiert, etwas von diesem imaginären Hologrammkörper des Egos nimmt jemand weg. Sagt zum Beispiel, und das Essen schmeckt aber heute nicht. Beim Autofahren irgendwie klappt es bei dir auch nicht so ganz, oder? So, das mit dem guten Liebhaber, glaubst du wirklich, dass du einer bist? Und wenn du einfach da bleibst, wachst du auf als Bewusstsein und merkst, ich bin das bewusste Sein. Ich bin das, was bleibt, wenn alles andere gerade nicht da ist. Keine Gedanken, keine Gefühle. Und mit diesem Raum in Begegnung zu gehen miteinander, macht so einen Unterschied. Und das merkt eine Frau, weil eine Frau ist im Fühlen. Und das ist das Besondere an Sandra gewesen. Eine Frau, ich bin endlich mal einer Frau begegnet, die keine Zukunft braucht, um mit mir in eine sexuelle Begegnung gehen zu würden. Keine Ahnung, ob das ein Satz ist. Ich habe sie auch gerade gefragt, könntest du mit mir jetzt Sex haben? Weil unsere Energien sind sehr, sehr gut miteinander. Ne? Und sie meinte, ja, eigentlich, ja schon, sie bräuchte jetzt nichts über mich wissen. Und das ist wow, weil ich kenne so immer nur, ne, das Ego von der Frau checkt dann ab, ist da irgendeine Gefahr oder wie kann es meiner Bedürfnisbefriedigung dienen? Der Verstand ist in dem Tier Mensch eigentlich nur ein vergeistigtes Hilfsmittel, ein Werkzeug, den Körper zu unterstützen bei der Bedürfniserfüllung und Gefahrenabwehr. Und das ist das, was dann passiert, wenn wir erstmal ganz viel über den anderen erfahren wollen, dann packt man ihn in den Schubladen. Okay, so einer ist das, so einer, so ist das. Okay, ich bin sicher, ich kann mit ihm Sex haben als Frau. Er tut mir nichts. Wo ich mich auch mal manchmal frage, sag mal, sehe ich aus wie ein Massenmörder, was hast du denn für Erfahrungen gemacht? Oder sehe ich jetzt aus, wirklich, traust du dir so wenig auf dein Grundgefühl von Menschenkenntnis, dass du, ne, aber nee, dann sieht die Frau das auch ein, sieht, okay, nee, das ist eine Repetition von Programmen, Angstprogrammen. Und wahre Begegnung findet dann statt, wenn wir bestenfalls nichts übereinander wissen. Das meinte sie jetzt nämlich gerade, das war so ihre Kernaussage, wo ich sage, wow, das hätte ich eigentlich aufzeichnen sollen. Wir hatten eben auch eine Aufzeichnung gemacht und irgendwie war dann das Knöpfchen, also erst einmal keine gemacht, dann habe ich gesagt, hey, können wir das mal zusammenfassen, was wir gerade rausgefunden haben. Habe die Kamera angemacht, aber anscheinend nicht das Rekordknöpfchen gedrückt, deswegen laber ich hier gerade alleine, weil sie schon los musste. Dieses Wow, für sie ist es sogar schöner, wenn sie keine Idee hat über den Menschen vor ihr, weil dann wahre Begegnung stattfinden kann. Wahrscheinlich, weiß nicht, sie hat wahrscheinlich auch Kinder und mit dem Vater von dem Kind ist wahrscheinlich auch anders als mit mir jetzt. Oder ein Pärchen so. Ne? Ich erlebe es in letzter Zeit so überall, dass Pärchen mit jungen Kindern so zerstritten sind, so verknistert gar nicht mehr miteinander können. Da gibt es kaum noch irgendwie einen Andockpunkt. Und frage mich, warum? Hey, ihr seid euch so nahe gewesen, so lieb. Ich kann es ja auch aus meiner eigenen Geschichte, so ein tiefes Ich liebe dich, so ein Einssein. Und dann durch diesen ganzen Alltagskram kommen so harte Sachen drauf, die das so verkrusten und schwer machen, dass es echt manchmal einfach leichter ist, neu anzufangen. Oh Gott, darauf will ich jetzt nicht hinaus, das ist ja nicht das Ziel, aber doch, ich kriege jetzt die Kurve. Fangt neu an mit dem Bild bei dem anderen. Entleert ihn, entlasst ihn aus eurem Gedankengefängnis. Jeden Tag den anderen neu sehen, wissen, okay, ich weiß eigentlich nichts über ihn. Sehr gut ist es, wenn ihr den Arsch in der Hose habt. Und ich wünsche es euch, dass ihr euch mal neue Namen gebt. Denn der Name ist wie ein Gefäß, wo du jeden Tag reinpackst, was du denkst, wer du bist. Und deine ganze Geschichte. Und das ziehst du dir morgens als Korsett an und sagst, guck mal, das bin ich. Oh, ist die Weste schwer. Boah, aber das bin ich. Und genauso hast du einen Ordner in deinem Kopf über den anderen, da steht sein Name oben drüber und unten drunter ist alles, was du mit ihm erlebt hast. Und der andere ist für dich nicht der er heute ist, nicht der, was ein anderer Mensch sehen würde, der ihn neu begegnet. Ne? Wenn mir heute eine Frau neu begegnet, Sandra zum Beispiel, die hat keine Ahnung über mich. Und sie würde mich jetzt Stück für Stück kennenlernen, dann würde sie Stück für Stück sich ein Bild trotzdem machen, auch wenn sie es versucht zu verhindern.
aber sie hat nicht das Bild wie meine Freundin oder Ex-Freundin, die 2 Jahre lang reingepackt hat in diesen Ordner. Das heißt, dein Beziehungspartner sieht dich tendenziell als eine Summe aller, eine Akkumulation, eine Ansammlung aller in der Vergangenheit passierten Dinge, die sie mit dir in der Interaktion erlebt hat. Sehr eingeprägt und eingebrintet, emotional starke Sachen, sowohl positiv als auch negativ. Wobei die negativen leider häufig dann irgendwie je nach Ausrichtung des Menschen überwiegen oder präsenter sind. Ne, vielleicht ist es auch daran, je nachdem, ich als Mann merke, ich bin mehr zukunftsorientiert, also wenn ein Mensch mehr im Geistigen unterwegs ist, habe ich festgestellt für mich, wenn das Bewusstsein mehr im Kopf ist oder mehr im Denken, mehr zukunftsorientiert und dadurch vielleicht auch ein bisschen positiver so. Wenn jemand eher im Sein unterwegs ist, meine Forschungsfrage noch, ne? Aber Frauen sind das tendenziell, sind sie eher vergangenheitsorientiert und ängstlicher auf die Zukunft. Dass so etwas wieder passiert, wie was sie erlebt haben, weil sie so also ihre Erinnerungen sind so stark und so fühlbar für sie, dass sie Angst haben davor, das wieder zu erleben und dann eine Angst projizieren in die Zukunft. Nur mal so nochmal als Forschungsidee hinten dran gehangen. So, was gab es noch für einen tollen Impuls jetzt gerade? Schöner Himmel, oder? Vielleicht gehe ich noch mal ran mit der Kamera. Ich mache das gleich mal live. Zack, 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 zack. Einmal Raum gedreht. Die Berge Spaniens. Sieht man das? Sieht man es nicht? Man sieht es nicht. Man sieht bei mich. Okay. Dann sollte ich jetzt hier nicht noch hinten dran was sagen. Bitte, 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 deine Erfahrung mit den Übungen, deine Hinweise, so wie sie vorhin auch die Birgit Hinweise gegeben hat, wo sie sagt, hey, wenn ich das mache, sieht das anders aus oder bei mir passt das so und so besser. Oder aus Erfahrung einer Frau. Ich bin keine Frau und ich kann auch 100 Männer nicht ersetzen. Das heißt, wenn jetzt hier 100 Männer und 100 Frauen was schreiben würden, das ist ein dermaßen großer Erfahrungsschatz. Wir würden gemeinsam als Pioniere in diesem Forschungsfeld das so gut einzonen können und feststellen können, wie es funktioniert und wie nicht und welche Sachen ich demnächst noch mehr anmerken kann, was gut wäre und was nicht. Wie mit dieser Häschenzange, wo sie erst meinte, so, du hast sie so gezeigt im Video, aber eigentlich geht sie kopfüber runter, hängt dann zum Schluss. Diese kleinen Hinweise sind super. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ganz großes Bitte und ein Dankeschön voraus dafür, dass ihr das macht. Das fördert quasi, ja, dass das hier vorangeht und dass andere Paare von uns allen gemeinsam lernen. Ich bin euch nur zwei Schritte voraus, mit 8 Jahren Forschen drin, aktiven und immer wieder hingucken. Und je mehr ich sowas hier mache, desto mehr Informationen kriege ich auch. Ich bin eigentlich nur das Sammelbecken für alles. Ne? Deswegen schreibt es bitte unten in die Kommentare und ansonsten geht es hier irgendwo zum nächsten Video. Bis gleich, nächste Woche oder als Paar immer wieder verweise ich, geht auf die Praxisreihe, auf die Praxisserie, auf die Playlist Praxis. Und wenn du Single bist, geh auf die Serie Theorie und geh da tiefer rein. Umso mehr die Theorie irgendwie verständlich in dir einsickert, umso mehr bist du auch bereit für Slow Sex, offen für Slow Sex und in dem Willen, es zu erfahren, genau, das hatte Sandra nämlich auch noch gesagt, die vollständig zu machen. Es fühlt sich vollständiger an, wenn man das macht, wenn man das Slow Sex macht. Wir fühlen uns beide miteinander erfüllt, auch, und das war noch ein Satz gewesen. Dass sie fühlt sich mit sich und mir gut verbunden. Und ich fühle mich auch mit ihr mich gut verbunden, aber gleichzeitig gut bei mir angekommen. Es ist die Magie des Slow Sex, dass ich nicht wie ein schwanzwedelnder Hund die ganze Zeit um die Frau kreise, sondern dass ich bei mir gut bin. Aber vielleicht habe ich es vorhin schon gesagt, das muss ich vielleicht rausschneiden. Also, bis zum nächsten Mal.